begrüße euch ganz herzlich zum 106. Vortrag zur Apokalypse. Und dazu gibt es jetzt den zweiten Wochenspruch. Setzt fort die Tendenz vom ersten Wochenspruch, dass wir etwas der geistigen Welt zurückgeben. Wir fangen halt ganz zaghaft an. Ins Äußere des Sinnesalls verliert Gedankenmacht ihr Eigensein. Es finden Geisteswelten den Menschensprossen wieder, der seinen Keim in ihnen, doch seine Seelenfrucht in sich muss finden. Das heißt also, wir haben hoffentlich jetzt so in der Winterzeit ein bisschen daran gearbeitet, unser eigenes geistiges mehr ins Bewusstsein zu heben, uns unseres wirklichen Geistigen bewusst zu werden, was also mehr ist als unser Alltagsbewusstsein, wo wir hauptsächlich ja mit den sinnlichen Dingen um uns und mit den Ideen, die wir von außen halt von anderen Menschen bekommen haben, unser Bewusstsein erfüllen, aber das ist noch nicht das Bewusstsein für unser wirkliches Ich, für unser wirkliches Geistiges, das steckt ein bisschen tiefer. Und am besten ist halt die Winterzeit dafür geeignet, sich aber dieses inneren Lichtes, das auch leuchtet, wenn eben alles Äußere, alles, was man von den Sinnen bekommt, was man durch den Verstand vermittelt bekommt, wo das also einmal weg ist und dann ist aber trotzdem ein Licht da und das ist das eigentliche geistige Licht und vielleicht haben wir es geschafft, ein bisschen das auch anzufachen in uns und jetzt ist die Zeit soweit, das entgegenzutragen der äußeren geistigen Welt. Ihr etwas sozusagen zurückzugeben, jetzt wirklich aus eigener individueller geistiger Kraft zurückzugeben dieser geistigen Welt, der unser Ich aber entstammt letztlich. Von dort kommt die Kraft, aber wir durch unser eigenes Tun individualisieren wir diese Kraft immer mehr. Und das heißt, wir sollten uns bewusst werden oder können uns jetzt bewusst werden, dass wir diesen Keim eben bekommen haben aus den Geisteswelten, dass wir aber arbeiten mit diesem Keim in uns, dass eine Seelenfrucht in uns wächst, dass wir also primär mal daran arbeiten, wirklich unser Seelisches immer mehr ja, zum eigenen Werk, zur eigenen Schöpfung zu machen in Wahrheit. Also durchdringen mit dieser individuellen Ich-Kraft und je mehr wir das tun, desto mehr wächst auch unser Geistiges, unser individuelles Geistiges und gerade dieses können wir also jetzt zurückgeben der geistigen Welt und sie bereichern damit um neue Facetten. Um das geht's und dieser Prozess beginnt jetzt, also beginnt so mit der Osterzeit in etwa, da ist halt also die beste Gelegenheit dazu anzufangen und das steigert sich dann immer mehr. Wir müssen halt dann nur aufpassen gegen Sommer hinzu, dass wir nicht das Bewusstsein wieder verlieren. Je mehr wir hinausgehen, desto mehr besteht wieder die Gefahr, dass die Helligkeit unseres Bewusstseins schwindet und dass wir dumpfer werden irgendwo dabei. Also das bewegt sich halt so mit dem Jahresrhythmus. Zu Weihnachten entdecken wir mal das Licht ganz in uns, da kann es ganz hell werden und dann pflegen wir es, arbeiten ein bisschen in uns, mit uns, aber wenn wir es hinaustragen, fängt schon wieder an, sich zu verdünnen ein bisschen. Und verdünnen heißt halt letztlich, unser Bewusstsein wird schwächer wieder dafür. Wir sind dann eben in Wahrheit nicht ganz bei uns, verlieren uns auch in der äußeren Geistigkeit, in der äußeren Seelenwelt und das schwimmt alles so ein bisschen zusammen. Dieses Geschehen ist durch den Jahreslauf bedingt und es ist gut mit dem mitzuschwingen, aber eben auch Bewusstheit mitzutragen. Aber es erfordert halt im Sommer mehr Kraft. Also zweiter Wochenspruch. Ins Äußere des Sinnesalls verliert Gedankenmacht ihr Eigensein. Es finden Geisteswelten den Menschensprossen wieder, der seinen Keim in ihnen, doch seine Seelenfrucht in sich muss finden. Also ganz stark arbeiten an unserem Seelischen. Und eben auch auf diesem Wege des Arbeitens an dem eigenen Seelischen
naja, in Auseinandersetzung kommen mit all den Seelenkräften, die vielleicht in der Tiefe, im Halbbewussten, im Unterbewussten sogar arbeiten, ja, die vielleicht nicht so ganz schon Ergebnis unseres geistigen Tuns sind, sondern von anderen Einflüssen, sag ich mal, geformt, in eine bestimmte Richtung gelenkt worden sind, nämlich namentlich durch die Widersacherkräfte. Ich meine, es ist sehr viel Weisheitsvolles, was also von den hohen geistigen Wesenheiten stammt, aber es ist namentlich auch viel zu finden vom Einfluss der Widersacherkräfte, der notwendigerweise da ist, damit wir freie Menschen werden können. Wir müssen also immer die Wahl haben, also zwischen, zwischen Luzifer und Ariman sozusagen, zwischen, zwischen den verschiedenen Widersacherkräften. Und müssen eben auch erkennen, dass wir sie brauchen für unsere Entwicklung. Aber eben guten Gebrauch machen wir von ihnen, wenn wir sie ins rechte Gleichgewicht bringen und uns nicht einseitig von ihnen verführen lassen. Aber oft merken wir das halt nicht. Und wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit, äh, also namentlich auch schon in die vorchristliche Zeit, von mir aus schon in die atlantische Zeit zurück, also wo wir erst so langsam erwacht sind und Ich-Bewusstsein noch sehr wenig ausgeprägt war, aber gerade einmal, vor allem waren es einmal die luziferischen Kräfte, die uns doch unser Eigensein gegeben haben, einmal zunächst in Form des Egoismus. Durchaus, also das heißt im Astralischen, im Seelischen zu finden, aber ich bin was Eigenes. Es ist noch nicht das wirkliche Ich-Bewusstsein, aber es ist das Bewusstsein, dass wir uns in unserem Astralischen irgendwo schon eine Eigenwelt, ich will nicht sagen bewusst geschaffen haben, aber dass eine Eigenwelt auf uns wartet. Und die ist teilweise erfüllt von hoher Weisheit, teilweise aber eben auch erfüllt von diesen luziferischen Kräften, die eben gerade diese Abschnürung auch ausmachen von der großen Seelenwelt, von der großen astralischen Welt, die eigentlich absolut weisheitserfüllt ist. Aber es gibt halt auch die niedere astralische Welt oder eine niederere, die auch ein sehr helles Licht noch hat, gerade dort, was luziferisch ist es sehr hell, das Licht, aber sehr aufs Ego bezogen schon, sehr bezogen, wenn ich es im großen Stil jetzt nehme, sehr bezogen auf die Erdensphäre und nicht so ganz in die höheren Sphären hinausleuchtet. Aber ganz wichtig dafür ist, um ja hier auf Erden unsere Kultur zu begründen. Das war alles, was wir an Kunst hervorbringen, zum Beispiel, ist ganz orientiert an die auf die sinnlich-irdische Welt zunächst einmal. Und das war gut so, also weil wir müssen hier Wurzel fassen, weil wir können unser Ich dann, unser wirkliches Ich, zur Freiheit da zunächst einmal nur führen hier in dieser Erdenwelt. Und dazu müssen wir sie uns zu eigen machen. Und damit fängt aber das an, dass diese Astralwelt, die unmittelbar mit der Erde zusammenhängt, dass die auch eben eine gewisse Abschnürung aber erlebt von den höheren astralischen Sphären. Weil astralische Welt heißt ja eigentlich Sternenwelt, kosmische Welt. Also in der Astralwelt lebt eigentlich die ganze Weisheit, die in unserem Kosmos drinnen ist. Eine Weisheit, die in dieser Form eine Frucht ist der kosmischen Entwicklung, die unserer Erdentwicklung vorangegangen ist. In Wahrheit, also was Rudolf Steiner bezeichnet als den alten Mond, wo der Mensch sein Ich noch nicht verliehen bekommen hat, also dieser Funke noch nicht gezündet war, aber er hat damals bereits seinen eigenen Astralleib bekommen. Und der war total weisheitserfüllt. Vor allem nämlich am Ende der Entwicklung, weil diese kosmische Weisheit hat es in dieser Form vor dem alten Mond noch nicht gegeben, in dieser Art. Es hat vielleicht so etwas gegeben wie eine höhere Weisheit, also in den höheren geistigen Bereichen war das da, aber
aber es musste heruntergetragen werden in die Seelenwelt und die war eigentlich vor dem alten Mond noch vergleichsweise chaotisch, vergleichsweise in wilder Bewegung begriffen, könnte man sagen. Und dass diese wilde Bewegung eben weisheitsvoll wurde, das heißt, dass sich die höhere, die geistige Weisheit auch in einer Weisheit des Astralischen manifestierte, das ist am Ende der Entwicklung des alten Mondes der Fall. Und diese Frucht geht hinüber in unsere Erdentwicklung. Ja, beginnt also sehr, sehr weisheitsvoll in Wahrheit, aber es wirken jetzt die Widersachermächte, namentlich zunächst am Anfang der Erdentwicklung sehr stark die luziferischen Widersachermächte, und die gehen jetzt noch einen Schritt weiter, ja, sich etwas von dieser kosmischen Weisheit, ich möchte fast sagen, zu rauben, ihrem Seelenreich einzuverleiben, aber es unabhängig zu machen von dem, was darüber ist. Also das große im Positiven wie im Negativen, also es ist sehr zwiespältig dieser luziferischen Wesen, ist, dass sie ihre eigene Weisheitswelt schaffen. Und zwar einmal hier in der Astralsphäre unserer Erde. Da, da beginnt es. Also eigentlich, ja, man könnte sagen, mit dem Zeitpunkt, wo sich die Erde von der Sonne zu trennen beginnt, das ist der Zeitpunkt, äh, wo die Schilderungen der Bibel, der Schöpfungsgeschichte der Bibel, meine Lieben, ich gehe jetzt schnell meine Uhr, die Glocke abdrehen, sonst haben wir alle Viertelstunde da drinnen einen Ton. Es ist zwar sehr schön, das Glockenläuten, aber mitten im Vortag ist manchmal ein bisschen lästig. Vor allem, wenn dann die volle Stunde schlägt, dann geht's dahin. Gut. Ja, aber so ähnlich wie da sich was hineinmischt, was ja eigentlich sehr schön ist, sehr musikalisch ist, aber vielleicht doch ein größeres Ganzes stört. Ja, so ist es halt mit den luziferischen Wesenheiten. Sie haben sich im Grunde ihren eigenen Kosmos gebaut, und da ist der Luzifer, sind die luziferischen Wesenheiten die eigenständigen Herrscher. Und diese Sphäre, die da entsteht, ist also zunächst eine Erden-Mondensphäre, wenn man so will. Also es hat sich die Erde getrennt von der Sonne zunächst, aber diese Erdensphäre enthält in Wahrheit noch den Mond in sich. Also dort, wo die Bibel ansetzt, ist es geschehen. Am Anfang ist eigentlich, wenn es heißt, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, dann ist gemeint, dass die Sonne etwas Selbstständiges wird, und ein anderes Gebilde, die Erde, ist in dem Fall enthält noch die Mondenkräfte. Also das ist ein großes Gebilde, und selbst was dann noch geschildert wird, also im zweiten Kapitel der Genesis, der Garten Eden, was Dante so wunderschön richtig nennt, das irdische Paradies, und damit noch ganz was anderes meint als das große Paradieso, das ist dann die ganze Welt der geistigen Hierarchien bis hinauf zur Trinität letztlich. Dort ist das Paradieso, und ein ganzes Drittel der göttlichen Komödie beschäftigt sich dann am Ende, also das letzte Drittel, mit dem Aufstieg dorthin. Aber da ist gerade die Voraussetzung, dass die Widersacherkräfte, die noch bis ins irdische Paradies hineinwirken, dass die überwunden sind. Nicht wahr? Der Luzifer, die luziferische Schlange, die Paradiesesschlange, die taucht ja mitten im irdischen Paradies auf. Aber dieses irdische Paradies ist dort, wo die Mondensphäre ist. Also das heißt, da oben
war das eigentlich? Jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass da oben irgendein Garten herumgeflogen ist und die Erde umkreist hat, sondern es war eben einfach noch ein Gebilde und an den äußersten Grenzen ein sehr, sehr dünnes, sehr zartes Gebilde im Prinzip, und dort fängt an, der Mensch gebildet zu werden. In den dünnsten Elementen, im Wärmeelement, im Luftelement. Darum heißt es im 2. Kapitel der Genesis: und Jahwe Elohim blies Adam den lebendigen Odem ein. Also das ist keine Mund-zu-Mund-Beatmung gewesen, sondern es heißt nichts anderes, als dass jetzt diese Adam-Wesenheit eine im Grunde noch sehr große Körperlichkeit annimmt, die aber als dichterstes das Luftelement hat, ganz feines Luftelement. Und bis zu einem gewissen Grad ist es heute noch da. Mittlerweile weiß die äußere Forschung, dass die Erdatmosphäre, also das Luftelement der Erde, sogar noch etwas über die Mondbahn hinausreicht. Sogar ganz deutlich über die Mondbahn hinausreicht. Ganz genau, wo es aufhört, kann man noch gar nicht sagen. Wobei aufhört, das sind natürlich immer gleitende Übergänge, aber in Wahrheit ist es so, dass es irgendwo trotzdem eine gewisse Art von Grenze gibt, wo es so eine Art, wie soll ich sagen, wie eine Membran gibt oder irgendwas, wo sich trotzdem dann abgrenzt von dem, was den restlichen Kosmos unseres Planetensystems zunächst einmal bildet. Aber da ist tatsächlich, also dieses Erden-Mond-Gebilde ist bis heute noch etwas, was eine gewisse Selbstständigkeit hat gegenüber jetzt den anderen Planeten, die in unserem Planetensystem drinnen sind. Es gilt in ähnlicher Art für die anderen Planeten, die oft auch Monde haben und so auch. Also das ist ganz spannend zu sehen, wie so ein Sonnensystem wie unseres, wie das aufgebaut ist, wie da wirklich, ja, lebendige Gebilde geschaffen sind, die wie so durch eine Art feine Zellmembran umgeben sind, und ganz im Großen dann unser ganzes Planetensystem, das erfüllt ist jetzt von der Sonnenkraft, vom Sonnenwind, wie es die Astronomen sagen. Also das ist das Sonnenlicht, die Sonnenwärme, die Strahlung, die von der Sonne ausgeht, aber auch etwas wie ein luftartiges Element, ganz dünn. Für uns scheint es zunächst einmal absolutes Vakuum. Atmen könnte man das nicht, und trotzdem ist es da. Ganz fein, ganz dünn, und grenzt sich dann aber ganz deutlich ab gegenüber der interstellaren Welt. Interstellar heißt der Raum zu den anderen Sternen hin. Weil wir sind nicht der einzige Stern, der da ist, sondern es gibt halt in der schon etwas weiteren Umgebung, also zu Fuß schaffen wir das nicht bis dorthin. Es ist schon etwas weit, das Licht braucht sogar bis zum nächsten Stern über 4 Jahre, also ist er mehr als 4 Lichtjahre entfernt. Also Alpha Centauri, der nächste Stern irgendwo. Aber gegenüber dieser Welt der anderen Sterne ist unser ganzes Sonnensystem so wie durch ein feines Häutchen abgeschlossen. Das hat die Wissenschaft, die materialistische Naturwissenschaft herausgefunden. Also im Grunde ist unser ganzes Sonnensystem ein eigenständiges Wesen, wenn man es so nimmt. Abgeschlossen durch eine feine Haut vom Rest des Kosmos, etwas Eigenständiges. Und so ist es aber auch eben mit unserem Erden-Mondengebilde. Das ist immer noch, obwohl deutlich der Mond separiert ist als Körper jetzt irgendwo und die Erde als materiell gewordener Körper separiert ist, und trotzdem bilden sie noch ein etwas Eigenständiges gemeinsam, das durch eine ganz feine, dünne Atmosphäre in Wahrheit miteinander verbunden ist, in die eben auch der Mond eintaucht. Das ist ganz spannend. Und wenn man jetzt zurückgeht, also zur Anfangszeit, also des Garten Edens, wenn man das so haben will, na, da gab es zunächst einmal nur das Luftgebilde. Da gab es die feste Erde noch nicht, da gab es den festen Mond noch nicht, sondern es war ein
luftartiges Gebilde durch ein Häutchen, wenn man will, abgegrenzt, wo die Luft also ein bisschen schwerer durchlässig war. Und erst mit der Zeit hat sich jetzt der innere Kern begonnen, das Zentrum sozusagen wird dichter, wird flüssig zunächst einmal. Aus dem bildet sich dann die heutige Erde und aus diesen Tropfen, wenn man so will, wenn ihr euch anschaut, unsere Erde, die anderen Planeten auch haben eigentlich Tropfenform. Also auf der Erde schaut der Tropfen ein bisschen anders aus, da ist er ein bisschen länglich. Warum? Weil da die Schwerkraft wirkt. Daher kriegt er so was Längliches. Aber eigentlich ist ein Tropfen zunächst eine vollkommene Kugel. Also das Flüssige im Weltall draußen zum Beispiel, wenn man sich halbwegs wegbegibt von der Schwerkraft der Erde, also in den annähernd schwerelosen Raum, und das geht schon bei der Raumstation, die jetzt unsere Erde umkreist, ihr wisst es, die ISS, die da kreist, die man manchmal so als sehr hellen Stern über den Himmel ziehen kann. Also wir haben auch schon Sterne, halt ein bisschen müde Sterne, aber immerhin. Es schaut auf die Entfernung halt so aus. Wenn man dort Wasser ausschüttet oder was, dann verteilt sich das in einzelnen Tropfen und die sind kugelförmig. Wenn sie ein bisschen ins Schwingen kommen, dann werden sie mal ein bisschen länger und wieder kürzer, aber letztlich geht es immer um die Kugelform irgendwo. Also die können schwingen ein bisschen, die Kugeln. Also das ist die eigentliche Tropfenform und nach der bilden sich die Planeten. Also da sieht man ganz deutlich, wie die Planeten alle aus so einem flüssigen Zustand dann sich herausgebildet haben, insofern sie jetzt wirklich dichtere materielle Gebilde sind. Und und die Erde hat immer noch so ein bisschen diesen flüssigen Charakter, halt sehr zähflüssig. Äh, Wenn man jetzt eine Zeitrafferaufnahme machen würde über ein paar Millionen Jahre oder was, dann würde man sehen, dass das eigentlich wirklich noch ein schwingender Tropfen ist im Grunde, die Erde. Nur für uns ist das schon ganz beinhart geworden. Aber das ist dann der letzte Schritt, dass die Erde also dann auch zu kristallisieren beginnt. Aber bevor das der Fall ist, bildet sich aus diesem mittleren Tropfen, der da jetzt ist, also Tropfen umgeben von einer Art großen Atmosphäre, die bis über unsere heutige Mondbahn hinausreicht, in der Mitte der Tropfen. Und aus diesem Tropfen aber, der schwingt und schwingt und schwingt, und irgendwann löst sich ein kleinerer Tropfen und der geht hinaus, und aus dem entsteht unser heutiger mineralischer Mond, wenn man so will. Und der kreist dann so, naja, in den äußeren Bereichen könnte man sagen, der Erdatmosphäre in Wahrheit, wenn man es ganz genau nimmt. Für uns Hochvakuum, aber in Wahrheit eben immer noch ganz fein zu spüren die Ausläufer der Erdatmosphäre. Also so hat sich der Mond gebildet, jetzt durchaus auch astrophysikalisch betrachtet. Und mit diesem ganzen Gebilde verbindet sich aber jetzt sehr stark Luzifer. Das ist eigentlich Luzifers Reich im Grunde. Ganz stark. Und damit verbunden ist es eben auch eine Seelenwelt. Und das ist aber jetzt die luziferische Seelenwelt. Das ist zugleich, naja, in etwa der Bereich, den wir nach dem Tod als das sogenannte Karma-Loka durchlaufen. In etwa das ist genau der Bereich. Und das ist in etwa auch das Herrschaftsgebiet der luziferischen Kräfte. Und der Impuls eben drin, werde was Eigenständiges. Werde unabhängig von den Sonnenkräften. Zumindest unabhängig vom unmittelbaren Einfluss dieser Sonnenkräfte. Jetzt könnte man fragen, ja, wer hat denn da mitgetan, dass überhaupt dieses Erden-Mond-Gebilde sich am Anfang, wie es in der Schöpfung beschrieben wird, getrennt hat von der Sonne? Ja, die Elohim haben was damit zu tun. Steht ja am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, also dieses Erden-Mond-Gebilde. So, jetzt kommt es aber noch schöner, weiß ich nicht, aber
aber es ist eine ganz wichtige Wesenheit oder Wesenheiten sind dazu notwendig, dass das passiert ist, von denen in der Genesis nichts so direkt drinnen steht. In der Bibel insgesamt sehr wohl. Und wir kennen sie. Es sind nämlich die Wesenheiten, die hinter dem Sorat-Prinzip stehen. Das Sonnendämon, wenn man so will, oder auch der Erdendämon. Beides ist gleichberechtigt zu sagen, weil es hat was mit den Sonnenkräften zu tun, also diese Wesenheiten waren sehr stark mit der Sonne verbunden, haben aber eben eine ganz andere Intention als die Schöpferkräfte, die durch die Elohim halt unsere Entwicklung auf den Weg bringen wollten, die aber trotzdem eben auch dieser Kräfte bedurften, um ihr Werk zu vollbringen in Wahrheit. Also da steht am Anfang der Bibel nichts davon drinnen, aber am Ende, jetzt in der Apokalypse und gerade dort, wo wir jetzt stehen, kriegen wir sehr deutlich mit, dass diese Kräfte da sind und dass sie eine ganz große Rolle spielen. Und die spielen sie eben schon in Wahrheit von Anfang an. Also die ganze Entwicklung hin zur Freiheit letztlich wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Impuls der Sorat-Kräfte, weil die eben eine ganz andere Intention haben. Und diese Kräfte waren notwendig, um diese Trennung hervorzurufen. Also ohne diese Kräfte wäre es zum Beispiel nicht möglich gewesen, dass Luzifer da jetzt sein Reich errichten hätte können. Also da ist ihm eigentlich ein Bereich vorbereitet worden, den diese luziferischen Wesenheiten bezogen haben, wo sie ihre Wirksamkeit entfalten konnten und wo im Grunde also diese Kräfte, die hinter dem Sorat-Prinzip stehen, gewirkt haben, da ein eigenes Reich aufzubauen. Weil eigentlich steckt da dahinter diese Intention der Sorat-Kräfte. Die geben den wesentlichen Impuls dazu. Und die sind es auch, die ja so unabhängig sind, dass sie also nicht unter dem Einfluss der Trinität stehen, also der höchsten schöpferischen Kraft. Die machen eine andere Entwicklung durch. Und trotzdem, ja, könnte man sagen, lässt die Gottheit zu, dass diese Kräfte ihre Wirkung entfalten können. Weil eine Möglichkeit hätte es gegeben, man hätte diese Kräfte also ausschließen können von der Entwicklung. Genau das ist aber nicht passiert, sondern es wurde zugelassen. Es wurde zugelassen. Es wurde zugelassen, dass hier also Kräfte wirksam werden, die eine ganz andere Entwicklungsrichtung gehen, die eben nicht unter der Herrschaft der Trinität stehen, von Haus aus nicht, von Anfang an nicht. Und das ermöglicht aber jetzt, dass ja, die Trinität, wie es Rudolf Steiner so oft sagt, Kräfte abkommandieren kann, jetzt in diesem gesonderten Reich Aufgaben zu übernehmen. Und das sind eben die regulären Widersachermächte, sage ich jetzt einmal, das sind also die Widersachermächte, die wirklich durch die Trinität bestellt wurden zu ihrer Aufgabe, weil sie eben besondere Fähigkeiten hatten, um in diesem abgesonderten Reich tätig werden zu können. Andere höhere Kräfte fehlten ihnen vielleicht oder haben sie nicht in der Stärke entwickelt wie die anderen höheren Hierarchien, aber sie waren ganz besonders geeignet, jetzt dort ihre Kräfte zu entfalten und in Eigenständigkeit zu entfalten, weil also alle diese Wesenheiten, die luziferischen, aber eben dann auch die arimanischen Kräfte, die asurischen Kräfte, also das heißt Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten, Urengelwesenheiten, die alle eng mit der Menschheitsentwicklung verbunden sind. Warum? Weil die Urengel, die Archai,
waren Menschen auf dem alten Saturn, also der ersten Entwicklungsstufe unserer Erde, wenn man so will. Die Erzengel waren Menschen auf der sogenannten alten Sonne. Die Engel, die heutigen Engelwesenheiten waren Menschen auf dem alten Mond, bitte nicht in unserer heutigen Gestalt. Also Menschen, die Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie damals aufgestiegen sind in die Rangordnung geistiger Wesenheiten, also das heißt, dass sie über ein Ich verfügen. Ein Ich allerdings noch anderer Art, als es jetzt das Menschen-Ich ist. Nur gerade bei den luziferischen Wesenheiten, also das heißt, die Menschen waren auf dem alten Mond und jetzt engelartige Wesenheiten geworden sind, so halberte Engel, wenn man so will. Also das heißt, sie haben gewisse Kräfte, die auch die regulären Engelwesenheiten haben. Sie haben aber auch andere Kräfte, über die diese höheren Engelwesenheiten nicht verfügen. Aber gerade dadurch sind sie qualifiziert für ihre Aufgabe als Widersacher und sie bereiten den Weg für die anderen Wesenheiten, also für die Erzengelwesenheiten, die jetzt dann zu den arimanischen Mächten im engeren Sinn werden, die also jetzt noch viel näher sich herantrauen, heranwagen an an diese soratischen Mächte. Das ist der Unterschied. Die luziferischen sind noch ganz, ganz wenig unter dem Einfluss dieser soratischen Kräfte. Die halten sich sehr im feinen Bereich auf, also eigentlich noch in der Luftsphäre der Erde, wenn man so will. Und zwar in diesem erweiterten Sinn, wie ich es besprochen habe, also diese ganze Atmosphäre der Erde, die über die Mondbahn in Wahrheit in ihren feinsten Elementen hinausreicht. Das ist das Reich Luzifer. So wirklich ins ganz irdisch Feste will er nicht hinein. Schon mit dem Flüssigen ist schon so gerade noch ein bisschen die Zähne eintauchen, sozusagen, bildlich gesprochen, aber lieber nicht zu viel, ein bisschen Wasser scheißern die Luziferen. Also die schweben lieber in den Lüften. Aber die arimanischen Mächte, also das heißt Erzengelwesenheiten, die aber unter dem Einfluss der soratischen Wesenheiten stehen, die wagen sich hinunter in das flüssige Element, wagen sich hinunter bis in das Feste irgendwo hinein. Aber eigentlich ins Feste muss man auch sehen, in Wahrheit zunächst einmal in dieses immer zähflüssiger werdende. Und das immer zähflüssiger werdende. Dort ist ihre eigentliche Domäne. Weil, wir haben schon davon gesprochen, das eigentlich Kristalline, das kristallbildende Element, das hat was zu tun mit den Ich-Kräften des Menschen. Dadurch entsteht in Wahrheit erst das kristalline Element, das was in der Apokalypse genannt wird, das gläserne Meer. Das entsteht erst dadurch und das wollen die arimanischen Mächte gar nicht so sehr, sondern sie wollen eigentlich dieses zähflüssige. Das ist so ihr Element und darin leben auch die asurischen Mächte drinnen in diesem Element, also da was noch dichter wird. Wenn man es also jetzt vom vergleicht, also mit der äußeren physischen Erde, dann kann man sagen, es ist wirklich dann mehr gegenüber dem Erdmittelpunkt, also dort, wo es sehr dicht ist, das Element, dorthin, wo auch anfängt der metallische Kern unserer Erde, wenn man es nach der äußeren Forschung nimmt. Also man geht ja heute davon aus, dass die Erde einen flüssigen Kern hat und drinnen noch einen festen Kern. Und dieser sowohl der flüssige als der feste Kern in etwas unterschiedlicher Zusammensetzung besteht hauptsächlich aus Eisen und Nickel. Das ist hochinteressant, weil
Eisen und Nickel gerade die chemischen Elemente sind, man könnte sagen, die regulären chemischen Elemente sind. Das sind das sind die Elemente, die eigentlich geschaffen sind, ja, im Auftrag der Trinität, wenn man so will, die mit unserer regulären, nicht nur Schöpfung der Erde, sondern des ganzen Kosmos etwas zu tun haben. Und, und das sind alles chemische Elemente, Stoffe. Ich meine, die chemischen Elemente am Ursprung nach sind sie etwas, ja, geradezu Lichtartiges, Strahlungsartiges. In der Sonne gibt es auch in feinster Verdünnung. Ich meine, es gibt sehr viel Wasserstoff, sehr viel Helium in der Sonne, das sind die feinsten chemischen Elemente, aber es gibt in Spuren halt auch alle höheren Elemente, zunächst einmal bis zum Eisen oder Nickel hinauf. Also in Spuren ist es drin und in den anderen Sternen ist es genauso. Und mehr wäre eigentlich nicht entstanden, wenn nicht noch andere Widersacher, Einflüsse eben da wären, letztlich die soratischen Wesenheiten. Und die sorgen dafür, dass die Entwicklung noch weitergeht. Die sorgen dafür, dass so eine immense, ja, man könnte sagen, schwere Kraft entsteht, dass wenn Sterne, große Sterne sterben, endgültig sterben, das heißt also ihre lichtspendende Wirkung verlieren und dann unter ihrer ganzen Last zusammenbrechen. Diese Last hat was zu tun mit den soratischen Kräften. Also das heißt, jetzt könnte man sich so eine Frage stellen, ja, womit hängen die schwere Kräfte zusammen? In letzter Konsequenz mit den soratischen Kräften. Also was noch mehr ist als die arimanischen, noch mehr ist als die asurischen, sondern wo die soratischen Kräfte dahinter stecken. Und, und die sorgen eigentlich für die Schwere, die es gibt. Das ist jetzt nicht grundsätzlich was Schlechtes, wenn es im richtigen Maße ist. Also wir sehen, dass das für unseren Erdenkosmos in gewisser Weise eine notwendige Ingredienz ist und die aber aus einer anderen Entwicklung kommt, als die Entwicklung, aus der unsere Trinität kommt. Also da muss man sehen, dass da schon zwei Strömungen zusammenkommen in einer gewissen Weise. Also man muss das sehr, sehr groß sehen. Also die soratischen Wesenheiten sind nicht einfach Wesenheiten, die irgendwann abgefallen sind von unserer Entwicklung, sondern sie haben von Haus aus nichts mit ihr zu tun. Aber sie durchkreuzen unsere Entwicklung irgendwo und sind also wirksam geworden, eben besonders stark eben während unserer Erdentwicklung. Also da treten sie jetzt ganz stark heraus und man kann sich vorstellen, da kommt die eine Entwicklungsrichtung, das ist die aus unserer Trinität fließt, die aber jetzt damit zu rechnen hat, dass da eine andere Entwicklung kommt, die einen ganz anderen Weg eigentlich gehen will und wo es jetzt nur zwei Möglichkeiten gab, entweder lasse ich diese Durchdringung zu oder ich sehe auch eine gewisse Chance, diese Entwicklung eben zuzulassen und damit vielleicht eine ganz neue Entwicklungsrichtung auch zu ermöglichen, aber damit die Gefahr zu haben, ja, es könnte passieren, dass die Entwicklung ganz in die andere Richtung aber auch abstürzt oder sich umlenkt, sagen wir es einmal so. Weil aus der Sicht der soratischen Wesenheiten ist es kein Abstürzen. Das ist es aus unserer Sicht und aus unserer Sicht äußert sich das ganz stark, dass in der Art die Schwerekräfte, wie wir sie heute kennen, durch diese Wesenheiten hineinkommt. Durch diese Wesenheiten hineinkommt. Also das heißt, der alte Mond, die Entwicklung des alten Mondes hat noch nicht diese Art von Schwerkraft, wie wir sie jetzt in unserem Erdenkosmos drinnen haben.
Da läuft jetzt die Sache noch an. Ich will mir das nicht weiter verbreiten, wie das früher war, weil das ist sicher ein Riesenkapitel und da ist also noch sehr, sehr vieles offen. Aber wichtig zu sehen ist, dass da jetzt diese Schwerekräfte hineinkommen und die bewirken also zum Beispiel eben jetzt, dass wenn ein Stern seine Aufgabe erfüllt hat, dann ist der normale, ja, wenn man will, Tod eines Sternes der, dass er ja sich verschenkt an den ganzen Kosmos. Das kann auf sehr unterschiedliche Weise passieren. Das kann auf sanftere Weise passieren oder auf weniger sanfte Weise passieren. Das sind Dinge, die heute die Astronomen kennen. Man hat das kennengelernt, das erste Mal eigentlich eben in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter, allerdings schon etwas früher. Also Tycho de Brahe war der Erste, der davon gesprochen hat. Er hat einen Stern entdeckt, einen neuen Stern am Himmel. Der war vorher noch nicht da. Plötzlich ist ein neuer Stern aufgeleuchtet. Und er hat zu seiner Zeit oder bis heute berühmt gebliebenes Buch geschrieben, das Stella Nova heißt, der neue Stern. Und den Namen hat man beibehalten, man nennt also solche Sterne, die neu aufleuchten, Nova, neu. Nur, was ist das wirklich Neue daran? Es ist nicht so ganz die Tatsache, dass da wirklich ein neuer Stern entstanden ist, es ist eher das Gegenteil, es ist ein alter Stern gestorben. Und das Interessante ist, wenn dieser alte Stern groß genug ist, dann bricht er unter seiner Schwere zusammen, weil eben in unserem Kosmos diese soaratischen Kräfte wirken und diese Schwerekräfte wirken. Und wenn er groß genug ist, dann stürzt er zusammen und wenn das alles zusammenstürzt, diese luftigen, gasförmigen Massen des Sternes, weil der Stern verdichtet sich maximal bis zum luftförmigen, gasförmigen und das ist nicht einmal das Wichtigste dran. Der Steiner spricht ja mal davon, die Astronomen würden erstaunt sein, wenn sie da wirklich einmal hinauffliegen und zur Sonne wirklich so nahe kommen könnten. Eigentlich ist dort ein großer Hohlraum. Also ein stoffentleerter Raum. Aber es ist trotzdem, es ist so etwas wie eine Art Atmosphäre und das ist das, was uns als das Gasförmige der Sonne erscheint. Von der wir eben heute schon gesagt haben, eigentlich in ihrer feinsten Verdünnung geht es bis an die Grenzen unseres Sonnensystems. Also wir leben in gewisser Weise immer noch innerhalb der Sonne, aber halt ganz fein. Na, aber jedenfalls, wenn so ein Stern stirbt, dann stürzen diese Gasmassen durch die schwere Wirkung zusammen und wenn das zusammenstürzt, entsteht extreme Hitze. Das ist wie bei einer Luftpumpe, weiß man das, wenn man Luft zusammendrückt, wird es immer wärmer. Und wenn so ein großer Stern zusammenstürzt, wird es sehr warm. Und dann kann es passieren, dass eben das so heiß wird, dass da so eine Energiemenge entsteht, dass das Ganze aber dann explodiert. So heiß wird es. Also das heißt, es entsteht ein Gegenimpuls. Es entsteht ein Gegenimpuls, nämlich, was ist dieser Gegenimpuls? Das ist nämlich wieder der Gegenimpuls jetzt der regulären geistigen Kräfte, die dahinter stehen, die sich wehren, jetzt in das Reich dieser soratischen Mächte hineinzufallen. Dadurch entsteht jetzt der Gegenimpuls und das ist im Grunde die Explosion und gerade in dieser Explosion, wenn man so will, wird jetzt alles das, was luftförmig, gasförmig ist, wo aber alle chemischen Elemente drinnen sind, zunächst einmal bis zum Eisen oder Nickel hinauf, wird verstreut in die Welt. Wenn diese Explosion noch heftiger ist, das heißt, wenn die soratischen Kräfte da unten noch stärker ziehen, weil das ein großer, ein mächtiger, ein reifer Stern ist und der zusammenstürzt, dann wird die Explosion noch heftiger, dann entsteht nicht nur eine Nova, sondern entsteht eine sogenannte Supernova.
Also das, was der Tycho de Brahe als Nova bezeichnet hat, ist in Wahrheit eine Supernova gewesen. Ich meine, man muss sich denken, das ist ein Stern, der am Himmel auftaucht, der so hell ist, dass man ihn sogar bei Tag beobachten kann, bei Tageslicht. Für einige Tage zumindest. Dann wird er blasser und nach ein paar Wochen ist er weg, dann sieht man nicht einmal mehr in der Nacht. Dann ist dort, wo der scheinbar neue Stern war, nichts mehr zu sehen. Dann mit den großen Teleskopen kann man dann allerdings sehen, dass da eine Gaswolke zu entstehen beginnt, wo eben wirklich sich alles das, was stofflich geworden ist in gewisser Weise, was also bis durchs Physische durchgegangen ist, aber bereichert ist durch all die Taten der geistigen Wesen, die mit diesem Stern verbunden sind. Weil wir müssen denken, nicht nur bei uns gibt es geistige Wesenheiten, sondern da gibt es so viele Sterne draußen. Da gibt es viele, viele geistige Wesen, die dort ihre Entwicklung durchgemacht haben. Unter ganz anderen Bedingungen halt als bei uns, aber auch wo geistige Wesenheiten sind. Und das wird jetzt verschenkt und bildet den Raum, wo neue Sterne entstehen können. Aus dem bilden sich neue Sterne, eine nächste Generation von Sternen. Rudolf Steiner schildert es ja in Wahrheit auch ganz deutlich, äh, wo er sagt, ja, Himmelskörper machen eine Entwicklung durch. Auch unsere Erde wird eine Entwicklung durchmachen, sie wird einmal Sonne werden. Sie wird einmal wirklich Sonne werden. Und das ist noch immer nicht das Ende. Eine Sonne hat auch noch eine nächste Entwicklungsstufe, dann verschenkt sie sich und dann wird sie so etwas wie ein ganzer Tierkreis. Das heißt, es entsteht ein ganzer Kreis von neuen Sternen in dieser Wolke, wenn man so will, in diesem feinen Luftelement, das sich ausbildet, wo aber da überall hunderte, tausende neue Sterne entstehen können. Und jede bildet wieder ein eigenes System, wo neue Entwicklung möglich ist. Also so reich ist es da draußen. Und überall entwickeln sich geistige Wesenheiten unter ganz anderen Bedingungen als bei uns. Also wir haben in unserem jetzigen Bewusstseinszeitalter auch dank der äußeren Forschung einfach eine viel, viel größere Perspektive gewonnen, was da los ist. Nicht nur, ach, wir sind das Zentrum der Welt, alles dreht sich um uns und alle die Sternlein, die da draußen sind, die sind alle ausschließlich nur für uns da. Ja, dort überall passieren Entwicklungen. Überall dort passiert etwas. Also wenn wir etwas lernen können, oder lernen sollen, lernen müssen, sage ich mal, wenn wir wirklich eine gute zukünftige Entwicklung haben wollen, lernen diese Vielfalt, diese Größe zu sehen, die da ist. Äh, und alles das brauchen wir auch für unsere Entwicklung. Es ist nicht so einfach, jeder macht sein Ding da draußen, sondern wir haben öfter schon davon gesprochen, der Mensch ist mit diesen Sternen verbunden in gewisser Weise. Also eben namentlich in seinem Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Also wir hängen mit manchen dieser Sternensysteme zusammen, und zwar jeder Mensch mit einem ganz anderen. Und wir holen uns Impulse von dort, die wir dann, wenn wir uns wieder inkarnieren auf Erde jetzt für unsere irdischen Zwecke gebrauchen können. Also das ist nicht uninteressant oder unnötig, was sich da draußen tut. Für uns. Wir sagen, ja, mein Gott, das ist ja, weiß Gott, wie viele Lichtjahre entfernt, oft Millionen Lichtjahre entfernt. Geistig hat es für uns eine Bedeutung. Äußerlich sind wir weit getrennt davon, rein physisch. Ist weit. Das Licht braucht Jahrtausende, Jahrmillionen oft, um zu uns zu kommen. Geistig gehen wir durch diese Welten. Und zwar jeder Mensch durch seine ganz bestimmten. Wir haben schon mal gesprochen vom Stern des Menschen, der in Wahrheit eine ganze Sternenregion ist. Und
Und noch präziser gesprochen, diese Sternenregion muss gar nicht einmal ein abgeschlossenes Gebiet sein, sozusagen. Also dass man sagt, ja, das ist meine Region, das ist deine, jeder Mensch hat halt so seine, jetzt tun wir den ganzen Himmel vermessen, wer gehört wohin. Nein, es ist verteilt. Es ist verteilt. Mir gehört ein Stückel da, das heißt mir. Von dort hole ich Kräfte, von dort hole ich Kräfte, von dort hole ich Kräfte, namentlich wenn ich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt tatsächlich eben durch diese geistigen Kräfte durchgehe. Ich muss nicht mit einer Rakete rauffliegen, aber geistig verbinde ich mich mit dem, was dort ist. Und andere Menschen haben vielleicht auch mit einer Region was zu tun, mit der ich auch was zu tun habe, aber mit x anderen. Also es gibt durchaus Überschneidungen, wir haben Gemeinsamkeiten, wir sind da nicht alle separiert vollkommen voneinander, aber kein Mensch hat genau alle Regionen genau gleich, sondern jeder hat so seine Konstellationen. Und also das alles ist notwendig für unsere Entwicklung und, und dass alle diese Sternensysteme vorhanden sein können, dazu müssen Sonnen sich irgendwann einmal opfern am Ende ihrer Entwicklung, aufsteigen zu einem Tierkreissystem, sprich zu einem ganzen System von Sternen in Wahrheit. Und dort wird etwas vorbereitet. Und unser Tierkreis, der uns jetzt umgibt, ist auch aus so einer Entwicklung heraus entstanden. Also das ist was ganz, ganz Besonderes. Ja, aber wie schaut es jetzt aus? Das ist also jetzt das Reguläre. Der Stern stirbt, er verschenkt sich durch die positiven Kräfte, also durch die regulären geistigen Kräfte. Er entkommt also diesem Zug der Schwerkraft. Aber was passiert, wenn die soratischen Kräfte irgendwo doch noch etwas stärker sind? Naja, dann passiert auch so eine Explosion, dann entsteht auch so eine Supernova, da wird auch viel verschenkt, also auch die guten Kräfte werden stärker, aber es kann dann passieren, dass ein Teil dessen trotzdem es gelingt, den soratischen Wesenheiten das zu fangen. Das zu fangen. Und sozusagen etwas von dem, was eigentlich verschenkt werden sollte an den ganzen Kosmos, in eine eigene Welt hineinzuführen. Und das ist das, wovon heute die Wissenschaft spricht, als von den sogenannten schwarzen Löchern. Eine Welt, der nichts entkommen kann, der nicht einmal das Licht mehr entkommen kann. Alles, was da jetzt hineinkommt, hat mit unserer Welt im Grunde nichts mehr zu tun. Ist vollkommen getrennt von unserer Welt. Bildet eine Eigenwelt. Und das ist die Tätigkeit der soratischen Wesenheiten. Und das ist etwas, was sich separiert. Also das heißt, diese soratischen Wesenheiten in Wahrheit so, die machen aus unserem ganzen Kosmos ein bisschen was wie ein Schweizer Käse. Das sind lauter Löcher und das sind die schwarzen Löcher drinnen. Und das ist auch etwas, was es in der Form in früheren kosmischen Entwicklungsstufen eben nicht gab. Also auf dem alten Mond zum Beispiel in der Form wohl noch nicht, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Weil diese Welt des alten Mondes eben überhaupt noch anders war als unsere jetzige. Und, und das heißt, ihr seht, worauf also die Entwicklung äh, dieser soratischen Wesenheiten hinzielt und was uns sozusagen drohen könnte, wenn wir wirklich versinken in diesem Abgrund, der jetzt geschildert wird im 17. Kapitel der Apokalypse, also eben äußerlich gesehen in so ein schwarzes Loch zu versinken, aber was eigentlich heißen würde, in das Reich dieser soratischen Wesenheiten hineinzugehen. Also bitte tut es jetzt nicht zu äußerlich nehmen. Das Wichtige ist, wir gehen in eine Welt dann hinein, die einfach eine andere Entwicklung durchmacht. Und jedenfalls eine Entwicklung, die dann die Freiheit nicht hat, die uns ermöglicht wird durch die Trinität.
die aber uns ermöglicht wird durch die Trinität, indem sie die Durchkreuzung ihrer Entwicklungsrichtung mit den soratischen Wesenheiten zugelassen hat. Das ist das Wesentliche dabei. Denn ohne diese soratischen Wesenheiten hätte es die Möglichkeit dazu gar nicht gegeben. Weil selbst also wenn die Gottheit jetzt bestimmt hätte, abkommandiert hätte, die luziferischen, die arimanischen, die asurischen Wesenheiten, dann hätte dieser letzte Schritt nicht passieren können. Zur Freiheit, die letztlich heißt, frei sein, bis dorthin eine völlig andere Entwicklung abzuzweigen. Bis dorthin geht die Freiheit. Also das heißt letztlich zu sagen, ja, du hast uns die Freiheit geschenkt, liebe Trinität, wir verlassen dich. Du hast uns die Freiheit gegeben, wir gehen woanders hin. Ob das jetzt ein Schritt in eine wirkliche Freiheit ist zu den soratischen Wesenheiten, na, das ist es natürlich in Wahrheit nicht, sondern über das haben wir ja auch schon gesprochen. Der Eingang ins soratische Reich heißt eigentlich den freien Entschluss zu fassen, die Freiheit aufzugeben. Nämlich die Freiheit geht sogar so weit. Und genau diese Möglichkeit muss es geben, sonst, also wenn der Mensch nicht aus Freiheit heraus auf die Freiheit verzichten könnte, dann wäre die Freiheit noch nicht vollkommen. Natürlich, in dem Moment, wo ich den Entschluss fasse, dann ist vorbei mit der Freiheit. Dann habe ich mich entschieden für etwas anderes. Aber es muss die reale Möglichkeit bestehen, aus dem Willen, aus dem individuellen Willen des Menschen heraus auf seine Freiheit verzichten zu können, sie aufzugeben. Also sozusagen das zu vollziehen, wo der französische Philosoph Jean-Paul Sartre sagt, ja, der Mensch ist verurteilt zur Freiheit. Das ist ganz interessant, dass so eine Philosophie aufkommt. Der Mensch ist verurteilt zur Freiheit. Und sozusagen aus dem kommen die ganzen Schwierigkeiten, die wir haben, ist ja auch richtig. Ich meine, mit unserer Freiheit ist eben verbunden, dass wir durch Irrtum immer wieder uns weiterentwickeln müssen und das tut oft weh. Eben die Irrtümer, die wir begehen. Und nicht nur uns, sondern auch der Mitwelt tut das oft weh, was wir als Irrtum machen. Und trotzdem ist es notwendig für unsere Entwicklung. Aber wir sind eben nicht in dem Sinn verurteilt dazu, dass wir haben auch die Möglichkeit, irgendwann einmal auf diese Freiheit zu verzichten. Ich meine, wir sind jetzt, aber das ist bitte eben, der Punkt ist, dazu gehört eine große, starke Entwicklung des Ichs einmal dazu, um überhaupt darauf verzichten zu können. Das ist nicht so einfach. Na, bitte, mir ist das alles zu anstrengend auf die, ich will kein freies Ich. Bitte nehmt es und lasst mir in Ruhe. Und sagt's mir, gebt's mir Befehle, ist mir lieber. So einfach ist es eben nicht. Aus Bequemlichkeit nicht, sondern um auf diese Freiheit verzichten zu können, um diese Verzichtsfähigkeit zu entwickeln. Also zu sagen, aus Freiheit das aufzugeben, dann muss ich aber wirklich in die Schule der soratischen Wesenheiten gehen. Und das ist der Weg der schwarzen Magie. Das ist der Weg, der also letztlich darauf hinzielt, aus Freiheit zu verzichten auf die Freiheit. Und dafür, unter Anführungszeichen, belohnt zu werden, eben eine entsprechend hohe Stellung im Reiche dieser soratischen Wesenheiten einzunehmen. Also dort irgendeine höhere Position sozusagen zu beziehen. Aus Unfreiheit, aber eben doch mit viel Macht versehen, die sich aber voll und ganz in den Dienst dieser soratischen Wesenheiten stellt. Und
das ist halt jetzt die Gefahr, aber auch die Notwendigkeit, vor der wir stehen, beginnend jetzt ganz besonders mit unserem Bewusstseinsseelenzeitalter und dann immer mehr, dass wir, ja, dass in dem Maße, in dem wir in uns die Kraft und den Willen entwickeln, uns der positiven geistigen Welt anzuschließen, äh, in demselben Maß wird auch die Kraft entwickelt, sich dem anderen Reich anzuschließen. Das eine ist ohne dem anderen nicht zu haben. Und beide Kräfte müssen entwickelt werden. Das heißt nicht, dass jetzt gleich viele Menschen halt in das schwarze Reich, für das schwarze Reich sich endgültig entscheiden müssen. Das ist damit nicht gemeint, aber die Kräfte müssen entwickelt werden, die Fähigkeiten müssen einmal entwickelt werden und werden entwickelt. Das heißt, wir werden also in der Zukunft immer mehr auch zu rechnen haben damit, dass schwarzmagische Kräfte entwickelt werden, und schwarzmagische Kräfte entwickelt werden heißt, abseits von allen Klischees, die es dazu gibt, heißt nichts anderes, es werden geistige Kräfte aus unserer Entwicklung geraubt und in den Dienst dieser somatischen Wesenheiten gestellt, mit dem Ziel, in eine ganz andere Entwicklung abzubiegen. So wie jetzt einmal diese Durchkreuzung dieser beiden Entwicklungsrichtungen gekommen ist, eben weiterzugehen und das wieder zu trennen. Und mit möglichst viel Beute aus dieser Entwicklungsrichtung herauszukommen. Das ist der große Unterschied. Die Trinität, die mit unserer Entwicklung verbunden ist, geht nicht auf Raubzug bei diesen soratischen Wesenheiten. Also will nichts gewinnen aus diesem soratischen Reich, kann eigentlich auch gar nichts gewinnen aus diesem Reich. Aber umgekehrt ist es anders. Umgekehrt ist es anders, die soratischen Wesenheiten können eine ganze Menge aus dieser Entwicklung mit hineinnehmen in ihr Reich. Und damit also dort also dann noch in einer ganz anderer Art arbeiten, als wenn sie eben nicht diese Kräfte errauben würden. Also das heißt, wird ein immer stärkerer Sog entstehen. Alles das, namentlich was wir Menschen schöpferisch hervorbringen, wodurch wir die geistige Welt bereichern. Wir haben ja davon gesprochen, auch schon das letzte Mal, dass die Entwicklung der Erde in Zukunft, aber letztlich des ganzen Kosmos immer mehr durch das bestimmt wird, mitbestimmt wird und eigentlich bestimmt wird durch das, was der Mensch an schöpferischen Impulsen hineingibt. Und dass dann die anderen regulären geistigen Wesen, die ganzen Hierarchien mithelfen, dass das alles umgesetzt wird auch, aber wir sollen und müssen eigentlich die Impulse dazu geben. Also gerade das kleinste geistige Wesen, das da steht. Das ist das Einzigartige unserer kosmischen Entwicklung, dass eigentlich jetzt die Wesenheiten, die da ganz unten stehen, dass die Entwicklungsrichtung angeben. Nicht vom großen Zentrum oben strahlt alles aus, sondern jetzt da von unten wurzelt's und so viele kleine Lichter, die da sind und die alle irgendwo beitragen dazu, eine neue Richtung anzugeben, die selbst für die Gottheit, für die Trinität nicht vorhersehbar ist. Und dass das alles möglich ist, dass Gott seine Allmacht verliert, seine Allwissenheit verliert. Und das ist es, was in unserer Zeit, also seit sich der Christus auf Erden inkarniert hat, seit er sich in die völlige Ohnmacht begeben hat, ganz in die Hände der Menschen begeben haben, damit hat sich die ganze Trinität in die Hände der Menschen begeben, in dem Sinne, dass es heißt, die weitere Entwicklung bestimmt ihr. Und wir unterstützen euch dabei. Wir stellen unsere Kräfte in euren Dienst. Aber die große Gefahr ist halt, dass eben die soratischen Wesenheiten jetzt da, weil sie natürlich an den Menschen doch sehr leicht herankommen, etwas von diesen Kräften und natürlich möglichst so viel als möglich
hineinbringen in ihr Reich. Also sozusagen bildlich gesprochen in das schwarze Loch hineinziehen. Und dann wäre das alles verloren für die reguläre Entwicklung. Also das heißt, mit regulärer Entwicklung meine ich die Entwicklung zur wirklichen Freiheit hin. Aber eben diese Freiheit hat die Schattenseite, sie kann auch verloren gehen, wenn wir das aus Freiheit wollen. Das ermöglichen uns die soratischen Wesenheiten letztlich. Den letzten großen freien, die letzte große freie Entscheidung zu fällen, ich verzichte auf die Freiheit. Und jetzt ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Dazu muss ich mir aber erst die Fähigkeit angeeignet haben, möglichst viele geistige Kräfte aus der Welt mitnehmen zu können. Und das ist sozusagen, ja, wie soll ich sagen, das Eintrittsgeschenk in die Welt der soratischen Wesenheiten. Das bringe ich mit. Damit beweise ich, dass es mir mit meinem Entschluss, die Freiheit aufzugeben, ernst ist. Das heißt, es misst sich an dem, wie viel geistige Kräfte ich hineinbringe. Und zwar so, dass sie eben einfach wirklich verloren sind dann für die reguläre Entwicklung. Dass ich sie so hineinbringe, dass sie wirklich verloren sind für die Entwicklung zur Freiheit hin. Also das, und seht ihr, darum stehen wir mit diesem ganzen schwarzmagischen Sachen erst am allerersten Anfang, weil die Fähigkeit, geistige Kräfte so hineinzubringen, dass sie wirklich verloren sind für diese Entwicklung, die sind noch relativ schwach ausgebildet. Aber wir sind im Anfang dessen drinnen. Es gibt Anfänge dafür. Und aber der wirklich endgültige Entschluss, sozusagen aus Freiheit auf die Freiheit zu verzichten, was aber eben, wie wir es jetzt besprochen haben, heißt, also genügend geistige Kräfte geraubt zu haben und zu übergeben dieser soratischen Welt. Also damit dokumentiere ich sozusagen den Entschluss, die Freiheit aufzugeben. So viel geistige Kräfte können wir noch nicht hineinbringen, dass das ausreicht, sondern es wird die Entscheidung fallen eben erst in einer nächsten oder letztlich übernächsten kosmischen Entwicklungsstufe. Also das heißt, es geht über die Erdentwicklung hinaus, es geht noch über das neue Jerusalem oder des neuen Jupiter, also die nächste kosmische Verkörperung unserer Erde hinaus, sondern erst auf der sogenannten neuen Venus. Da wird die Erde selbst Sonne geworden sein. Und die Menschheit wird auf dieser Sonne leben. Oder sie biegt ab in das Reich der soratischen Mächte. Also macht sie sozusagen auf dem Weg ins, ja, sagen wir es jetzt einmal, wieder ins schwarze Loch hinein. Und dort eben auf der neuen Venus, eben auf dem 6. Entwicklungszustand, wenn man das zählt, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde, 4. Zustand, neues Jerusalem, 5. Zustand, neue Venus, 6. Zustand. Dort im 6. Unterzustand und von dem wieder im 6. Unterzustand, also genauer gesprochen, 6. kosmisch-planetarischer Zustand, 6. Lebenszustand innerhalb dieses, weil jede kosmische Entwicklung 7 Lebensstufen, 7 Lebenszustände durchmacht, also wenn ich durch den 6. durch bin und dort macht jeder Lebenszustand macht wieder 7 Formzustände durch, der dichteste ist der physische Formzustand. Wenn wir dort auch im 6. Formzustand durch sind. Da sind wir durch den physischen Formzustand schon durchgegangen. Da sind wir schon auf dem nächsten. Der physische Formzustand ist der 4., der mittlere.
Also da stehen wir jetzt gerade in unserer Erdentwicklung drinnen. Aber so einen Zustand wird es auf der alten Sonne, auf der neuen Sonne, könnte man sagen, sprich neue Venus. Weil da wird die Erde eben Sonne sein. Aber sie wird schon umkreist sein von einem Gebilde, äh, in dem die Kräfte lauern, die soratischen Kräfte. Also eine Art neben Erde, neben Sonne, neben wie immer man es will. Also etwas, was den Keim in sich hat, ja, letztlich eben so eine Art schwarzes Loch zu werden, geistig gesehen auf jeden Fall. Also herauszufallen aus unserem Kosmos. Weil de facto ist eben wirklich auch, und darum ist es ja ganz interessant, diese Beobachtung, die die Astronomen gemacht haben, Beobachtungen, die eigentlich aus einem geistigen Konzept erst entstanden sind. Ihr wisst es vielleicht, also die schwarzen Löcher sind etwas, was sie aus der Relativitätstheorie ergeben hat, die der Einstein entwickelt hat. Wo er also ganz anders gedacht hat über den Kosmos als früher, wo er sieht, also dass da etwas ist, ja, man könnte sagen, was, ja, wo der Schwerkraft auf der Spur ist und sagt, ja, wo kommt die eigentlich her? Wo ist die her? Die, die Schwerkraft entsteht dadurch, dass der Raum in gewisser Weise, ja, verbogen, gekrümmt wird. Kann sich das schwer vorstellen. Und da ist aber mit all der Abstraktheit, die dahinter ist, aber es ist ein gewisser wahrer Kern, weil es wird in gewisser Weise wirklich unser regulärer Kosmos verbogen, eben die reguläre Entwicklung verbogen, verzerrt durch die Einwirkung der soratischen Kräfte. Das ist das, was eigentlich geistig dahinter steckt. Und das drückt sich dann äußerlich aus eben in der Erscheinung der Schwerkraft. Und daher so, ich meine, Rudolf Steiner hat sehr vielfältig auch über die Relativitätstheorie, die ist ja auch zu seiner Lebzeit entstanden. Also der erste Teil 1905 wurde veröffentlicht und dann der zweite Teil, der aber der spannendere ist, weil da geht es wirklich also um diese Raumkrümmung, um die Raumverzerrung, die mit der Schwerkraftwirkung zu tun hat. Das ist dann 1916 äh, veröffentlicht worden, also zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Und wo man dann sieht, dass sogar das Licht dieser Verzerrung folgt und was letztlich die Konsequenz aber hat, dass die Verzerrung so weit gehen kann, dass das Licht dieser Krümmung gar nicht mehr entkommen kann. Das heißt, es kann gar nicht mehr seinen regulären Weg weitergehen, sondern es wird verschluckt letztlich. Und da fällt sozusagen, könnte man dann sagen, das Licht ins Bodenlose und dann wird es geraubt, irgendwo da drinnen. Ich meine, die ganze Geschichte mit den soratischen Wesenheiten war dem Einstein sicher nicht bewusst dabei. Also aber aber es stecken trotzdem imaginative Bilder dahinter, die ihn geleitet haben. Und ihr wisst, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder so, der Einstein hatte schon als junger Mensch, also als Schüler, schon immer wieder gerungen mit dem Rätsel, ja, wie ist das, wenn ich auf einen Lichtstrahl reite? Wie ist das? Und, und mit dem hat er sich eigentlich im Grunde ein Leben lang beschäftigt, im Grunde. Und, und seine Physik ist aus dem heraus entstanden. Und, und letztlich kommt halt dann heraus, also da ist, wenn ich auf den Lichtstrahl reite und das Licht ist ein Bild in Wahrheit für die regulären geistigen Kräfte irgendwo, aber dann komme ich in Berührung mit anderen Kräften, die meinen Lichtstrahl sozusagen verbiegen wollen, die den einfangen wollen, die, den, die dem eine Grenze setzen wollen. Daher eben allein schon das Prinzip der Lichtgeschwindigkeit. Eigentlich Licht im Geistigen gesehen hat keine Geschwindigkeit. Das geistige Licht ist gleichzeitig überall da.
Es ist nicht so, dass er, wenn jetzt einer einen Geistesblitz hat, dann müsste er irgendwo durch den Kosmos sausen, bis er irgendwo ankommt. Wenn geistig ein schöpferischer Impuls ist, dann lebt er im ganzen Kosmos sofort. Unmittelbar. Unmittelbar. Ja, aber außer er wird eingefangen durch die soratischen Mächte. Und dann wird das daraus, was das äußere Licht ist. Was äußerlich als Licht erscheint, da wirken bereits diese, im Hintergrund diese soratischen Mächte mit. Und das äußere Licht, das Licht, das von der Sonne zu uns glänzt, äußerlich, wo auch schon der Luzifer mit natürlich eine Rolle spielt dabei. Also dieses äußerlich sinnliche Licht, wo jetzt das Geistige dahinter aber eigentlich eben gerade überstrahlt wird, überleuchtet wird durch dieses Äußerliche, das steht schon unter der Zugkraft dieser soratischen Mächte. Da habe ich es schon mit einer Verbiegung des Lichts zu tun, mit einem Festhalten wollen des Lichts, mit einer Finsternis, die jetzt dem Licht entgegensteht, wenn man so will, und die dem Licht jetzt einen Widerstand entgegensetzt. Und dadurch wird dieses geistige Licht, das eigentlich Geschwindigkeit in der Form nicht kennt, sondern augenblicklich überall ist, wird gebremst, sodass man jetzt von einem fürs äußere Licht tatsächlich von einer äußeren Lichtgeschwindigkeit sprechen kann, die für unsere äußere Welt gültig ist. Das äußere Licht kann sich schneller nicht als mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen. Das war auch also einer der Erkenntnisse, die der Einstein dann formuliert hat. Gut, also das äußere Licht hat eben eine gewisse Grenze, eine gewisse Grenzgeschwindigkeit, und schneller kann es nicht werden. Da ist eine Kraft, die es hindert daran, schneller zu werden. Und diese Kraft eigentlich ist es, die den Raum zugleich verbiegt, oder die Verbiegung des Raumes ist diese Kraft, die dieses Licht zurückhält, abbremst irgendwo. Es hat sich das Einstein alles so nicht in den geistigen Hintergründen, so weit konnte er nicht hineinschauen, aber er konnte etwas ahnen von Kräften, die da dahinter stehen, und er hat es halt sehr abstrakt mathematisch formuliert. Und ist im Übrigen auf seine besten Inspirationen immer beim Geigespielen gekommen. Also er war ein wunderbarer Musiker, also er hat gespielt und weil gerade die Musik, der Klangäther, das ist ja interessant, Musik, Klangäther hat was zu tun, auch mit den mathematischen Kräften. Ist ja auch, heißt ja auch der mathematische Äther oder der Zahlenäther, und der Einstein hat also eine sehr starke Fähigkeit gehabt, also so halb bewusst zu leben in diesem Klang- und Lichtätherischen. Also er hat sich durch die Musik hereingeholt, er hat es aber durchaus in bildhafter Form sich dann vorgestellt irgendwo, er hat es in Vorstellungsbilder, nicht wirklich volle Imaginationen, also wo man wirklich die geistige Welt erlebt, aber in doch innere Vorstellungsbilder hineingefasst. Aber inspiriert durch die Musik, verdichtet zu so halbsinnlichen Bildern, sage ich mal. Und aus dem ist die Anregung zu seiner Relativitätstheorie gekommen im Grunde. Und eine Relativitätstheorie meint ja nicht, alles ist relativ, aber er sieht einfach, da muss ich etwas in ein Verhältnis zueinander setzen. Das steckt in Wirklichkeit dahinter. Und in Wahrheit geht es darum, dass ich dieses wirkliche geistige Licht, das von der Trinität ausgeht, das aber auch vom menschlichen Ich ausgeht, ja, die gleiche Vollmacht des Ich, die ich von meinem Vater empfangen habe, also dieses wirkliche geistige Licht strahlt aus jedem Menschen Ich aus, aber ich muss es immer in ein Verhältnis setzen zu dem Gegenpol dazu,
die absolute Finsternis der soratischen Kräfte. Und erst wenn ich beide zusammenschaue irgendwo, dann fange ich an zu verstehen, was in unserem Kosmos los ist irgendwo. Halt jetzt sehr abstrakt und im rein physikalischen genommen, aber dahinter steckt eben was viel, viel tieferes. Und daher kann man sagen, dass da durchaus also etwas erhascht worden ist von dem, was wirklich geistig im Hintergrund passiert. Und das ist ja interessant, ihr wisst es vielleicht aus, dass der Albert Einstein gar nicht so ein toller Mathematiker war. Eher durchschnittlich. Ich meine, schon bei der speziellen Relativitätstheorie, das ist also diese erste Fassung, die er 1905 veröffentlicht hat, bei der Mathematik hat ihm sehr viel seine damalige Frau geholfen. Die war die bessere Mathematikerin. Und, und er hat dann einen Freund gehabt, der mit ihm dann am Patentamt gearbeitet hat. Er hat ja am Patentamt gearbeitet eigentlich. Und, der hat ihm auch viel geholfen bei der mathematischen Ausformulierung. Und, und dann bei der speziellen Relativitätstheorie hat er sich auch viele Anregungen von anderen Mathematikern geholfen. Und trotzdem interessanterweise hat er fast in ein Kopfrennen mit dem damals, zumindest im deutschen Sprachraum, besten Mathematiker, berühmtesten Mathematiker, den David Hilbert, der also wirklich genial im Mathematischen war. Und beide haben sie daran gearbeitet, diese neuen Ideen für die zweite Fassung, für die allgemeine Relativitätstheorie in eine mathematische Form zu bringen. Der Einstein hat sie von Anfang an als Bild vor sich gehabt, aber wie setze ich das jetzt um in Mathematik, in einer Formel? Und mit dem hat er höchste Schwierigkeiten gehabt. Und dann hat aber dieser David Hilbert versucht, das auch also in eine mathematische Form zu bringen. Er hat sich halt diese Ideen angehört und nur das Entscheidende war, der David Hilbert hat diese Inspiration und Imagination, die der Einstein im Hintergrund hatte er nicht. Und daher ist er erst 2, 3 Tage später mit seiner Formulierung fertig geworden als der Einstein selber. Obwohl der viel bessere Mathematiker war, aber der Einstein hat schließlich irgendwie durch seine Intuition dann letztlich den richtigen Weg gefunden. Und irgendwann war die fertige Formel einmal da und hat funktioniert, weil es ist nicht so leicht, diese Formeln zu finden. Weil da kann man viel herumrechnen, man kann im Kreis rechnen, man verirrt sich immer wieder irgendwo. Man muss eigentlich in Wahrheit die Lösung sehen. Und dann kann ich das zu dem Ziel, zu der Lösung hinrechnen, sozusagen, im Grunde. In Wahrheit also findet man immer die großen Würfe in der Mathematik sind entstanden, dass der gute Mathematiker, er sieht die Formel eigentlich schon vor sich. Aber noch nicht ganz deutlich. Aber er sieht das Licht vor sich und dort rechnet er hin. Wenn er das nicht hat, rechnest in irgendeiner Richtung herunter, rechnest endlos im Kreis herum und verlierst dich. Und findest den Weg nicht. Das ist eben auch nicht so einfach, naja, dann lassen wir es am Computer machen. Diese genialen Ideen findet man eben nicht dadurch. Das ist genau der Punkt. Die ergeben sich nicht zwangsläufig drinnen, sondern da ist eine schöpferische Tätigkeit auch notwendig und da brauche ich das Licht zur Orientierung, dieses geistige Licht und den Funken hatte der Einstein und der Hilbert nur so im Abglanz, eben durch das, was ihm der Einstein erzählt hat, aber er hat es nicht wirklich selber geschaut. Und dadurch ist der Einstein eine Spur früher, gerade also um Haaresbreite früher fertig geworden mit diesen ganzen komplizierten Formeln. Und aus dem halt dann auch die Berechnung mit den schwarzen Löchern und so weiter sie letztlich ableiten. Also sprich, da drinnen ist die Erkenntnis, in unserem Kosmos ist das reguläre geistige Licht, wenn ich es jetzt aus unserer anthroposophischen Seite betrachte, aber es ist diese absolute Finsternis und Schwere der soratischen Mächte drinnen.
Es ist also das Reich der absoluten Schwere und Finsternis drinnen. Und wir können unsere Welt nur verstehen, wenn wir sehen, wie diese beiden Kräfte miteinander spielen. Nur mit der einen Seite alleine geht es sozusagen nicht. Und für uns ist aber die Botschaft jetzt, dieses Gleichgewicht stellt sich, und das hat der Einstein natürlich noch nicht so klar dann gesehen. Also es ist wie gesagt eine ganz dumpfe Ahnung, die dahinter steckt. Aber der Punkt ist, die Gefahr ist, dass die dunklen Kräfte überhand nehmen könnten. Jetzt, und zwar deswegen überhand nehmen könnten, weil jetzt im Grunde eben auch erst seit dem Mysterium von Golgatha, wo die Menschen sich wirklich auf ihr eigenes Ich ganz bewusst stellen können und langsam erkennen können, welche geistige Kraft dahinter steckt. Aber damit wächst auch immer mehr die Möglichkeit, eine Entscheidung anzubahnen, aber ich will auf die andere Seite, auf die dunkle Seite. Auf diese lichtlose Seite aus unserer Perspektive, aber eine sehr kraftvolle, machtvolle Seite. Also dieses Licht und Finsternis kann man auch deuten, es ist eine in unserem Sinne vielleicht nicht weisheitsvolle Welt, aber eine sehr streng zentral geordnete Welt, trotz allem, und wo es eine absolute Allmacht gibt über das ganze Geschehen, das da drinnen ist. Und, und Macht hat was mit Wille zu tun. Und diese soratische Welt besteht in dem Willen, da gibt es einen zentralen Willen, der alles unterjocht. Und etwas von dieser Willenskraft wird aber delegiert dann auf untergeordnete Organe, die es wieder weitergeben an die nächste Riege. Und, aber die absolut unter dem Befehl, menschlich gesprochen, in dieser obersten Spitze stehen. Also es ist dort also eine Art Anti-Gottheit drinnen, äh, wie weit die trinitarisch aufzufassen ist und nicht, will ich jetzt nicht ansprechen. Es ist eben gerade also nicht dieses Vielfaltsprinzip drinnen, schon dort nicht. Weil auch das ist das Interessante, ja, dass wir dieses trinitarische Prinzip drinnen haben. Da fängt nämlich genau das an bereits, diese drei Personen, die eigentlich eine sind, aber doch in Freiheit auch voneinander sind. Weil auch der Christus ist nicht der jetzt unter dem Befehl des Vatergottes steht, sondern eben gerade dadurch, dass er sich auf Erden inkarniert hat, selbst seine vollkommene Eigenständigkeit bekommen hat, auch einerseits und trotzdem eins ist mit der Vatergottheit. Schwierig das alles, also. Aber genau das Gegenprinzip dazu sind diese soratischen Mächte. Also da ist absoluter Gehorsam, absolute Macht von oben und absoluter Wille dazu zur Unfreiheit letztlich. Dann. Also Freiheit, das gibt es dort gar nicht, das Prinzip gibt es dort einfach gar nicht. Aber wie gesagt, es ist aufgebaut darauf, dass eine Spitze ist, von da geht es aus, dann gibt es die nächste Ebene, die sind auch noch sehr mächtig, arbeiten ganz nach dem, was von oben kommt. Irgendwo ist da jetzt etwas umgeschaltet worden. Hoppala. So. Ich glaube, das Bild ist wieder regulär. Ja, plötzlich waren ein Bild im Bild drinnen. Das macht nichts. Äh, ja, also von Stufe zu Stufe geht es weiter. Also die Machtausübung erfolgt so, die Macht strömt weiter. Stufe zu Stufe. Und jede nächste Stufe kann sich auch, also kann diese Fülle der Macht spüren, erleben, steht zwar unter dem Befehl der nächsten Stufe drüber, aber gibt weiter und bestimmt weiter, nach vorgegebenen Regeln, aber gibt weiter.
Und ja, im Grunde eben das auch noch dazu zu sagen, oder wir haben es in den letzteren Vorträgen schon öfters angedeutet oder erwähnt, äh, so war es früher immer. Der Weg war so, dass es von einer geistigen Quelle ausströmt und dann streng nach unten geht. Und das Paradoxe ist jetzt, dass bei unserer Erdentwicklung sich ein neuer Weg anbahnt, dadurch, dass die Gottheit aus ihrer Freiheit heraus, als das absolute, allmächtige Machtzentrum, aus seiner Freiheit heraus den Entschluss fasst, etwas von dieser Freiheit weiterzugeben, was nur möglich ist durch den Verzicht auf die Allmacht. Das ist der große Entschluss. Und die soratischen Wesenheiten bleiben stehen bei dem alten Prinzip und sagen, na denkst du, ich verzichte nicht auf meine Macht. Denke ja gar nicht daran. Weil was entsteht denn dann bitte? Was entsteht? Ein Kosmos, in dem Chaos herrschen könnte vielleicht, weil wer weiß, was dann da unten passiert. Und daher ist dieser Impuls der soratischen Wesenheiten und auch der Menschen, die ihnen folgen, die also den schwarzmagischen Weg gehen, äh, ist die, dass sie eigentlich sehen, dass die Gottheit, die reguläre Gottheit, ihre Freiheit aufgegeben hat und damit die Chance, also einen perfekt funktionierenden Kosmos zu schaffen, dass sie das aufs Spiel setzt. Und dass sie einfach Menschen die Möglichkeit gibt, da drin herumzufuhrwerken und vielleicht das Ganze zu zerstören. Und, und sagen, dass das ist die Freiheit des Menschen nicht wert letztlich, wenn das passieren kann. Und daher schaut es aus der Perspektive dieser Anhänger der soratischen Kräfte, die also den schwarzmagischen Weg gehen, dreht sich das Bild natürlich komplett um. Für die ist also die Entwicklung zur Freiheit, die hier angestrebt wird, das absolut Böse, eine absolute Verirrung, weil, weil da im Grunde alles schiefgehen kann. Weil letztlich geht es so weit, dass der ganze Entwicklungsweg, der jetzt beginnt mit unserer Erdentwicklung aufzublühen in gewisser Weise mit dem Prinzip der Freiheit, aber auch komplett schiefgehen kann. Die Möglichkeit gibt es. Es gibt keine Garantie mehr, dass das sein Ziel erreicht. Und es wird sein Ziel nur erreichen, wenn genügend Menschen mitspielen. Auf dem Weg aus Freiheit mitspielen. Sagen, ja, das ist mein Spiel. Und es ist mein Spiel, weil ich das Spiel mitgestalte. Es ist kein fertiges Spiel. Sondern es ist eines, das wir mitgestalten. Und ja, die Fähigkeit wird halt wachsen. Die Fähigkeit wird wachsen, das zu beeinflussen. Und äh, es sind gerade Menschen eben auch, die zwar einseitige, aber hohe schöpferische Fähigkeiten haben, die sehr in Gefahr sind, sich auf den Weg der soratischen Kräfte zu begeben. Erstens, weil sie dort natürlich sehr begehrt sind, weil sie sehr viel zu geben haben. Ich meine, Menschen, die wenig schöpferische Kräfte haben, ja, nimmt man natürlich auch mit. Wie heißt es so schön, der Notfall ist der Teufel fliegen. Nehmen wir das Kleine auch mit, weil wir brauchen ja auch unser Fußvolk, also die Ausführenden unten. Aber besonders interessant sind natürlich Menschen, die wirklich sehr kreativ, also schöpferisch tätig sind, die aber einen Hang haben zu diesem, ja, wie soll ich sagen, zu dieser der Schwere verhafteten Welt, also sprich der materiellen Welt, der äußeren Welt, die also eigentlich als Ziel irgendwo sehen, ja, natürlich, wir wollen Geistiges entwickeln, aber das muss sich in handgreiflicher Form materialisieren. Dann ist ein Ziel erreicht, je mehr ich da hineinbringe. Und
halb haben Sie ja damit recht, weil wir müssen einen Teil herunterbringen, um hier uns geistig entwickeln zu können. Und nur, wir müssen es auch wieder auflösen können. Das ist der Punkt. Also wir sollen hereinholen, wir sollen die Welt umgestalten und, und wir sollten sie hinunterbringen, sogar bis also zu diesem Erzeugnis der ganz toten Produkte, die wir jetzt in unserer Technik letztlich drinnen haben. Also das heißt bis zu einer Umgestaltung des letztlich aber mineralischen Elements. Die Technik der Zukunft wird noch ganz anders ausschauen. Sie wird es mit dem mineralischen Element zu tun haben, aber die Maschinen werden keine Maschinen im heutigen Sinne mehr sein. Da wird noch einiges anders sein. Wir werden einfach ja, eine Kristallwelt bauen, wenn man es jetzt so halb bildhaft andeuten will. Aber es werden Kristalle sein, die geprägt sind von hoher Weisheit, die da drinnen lebt in den Kristallen. Und zwar, ich meine, Rudolf Steiner spricht ja oft dafür, davon, dass gerade die Salze, die kristallinen Stoffe in der Erde, also wo es besonders im Winter, wo es zu kristallisieren beginnt, dass diese Kristallbildungen offen sind fürs kosmische Geistige. Weil Kristalle überhaupt offen sind fürs Geistige. Und sie sind aber auch offen für das Geistige, das wir produzieren. Und, und die Erdenwelt wird eine Art Kristallwelt werden, wenn man so will, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir gar nicht mehr im physischen Leib verkörpert sind. Aber gerade dann, also wenn wir unsere Entwicklung im physischen Leib hier, im physisch-stofflichen Leib abgeschlossen haben werden und sozusagen schaffen jetzt alles das, was wir aus dieser physisch-stofflichen Entwicklung geistig gewinnen können, dann haben wir eigentlich die Kraft, erst so richtig die Erdenwelt als Kristallwelt umzugestalten. Jetzt dürft ihr euch nicht vorstellen, dass das jetzt ein großer Diamant ist, so im äußeren Sinn, also das wird sehr, sehr viel subtiler sein, aber es wird dieses kristalline Element also eine wesentliche Rolle spielen dabei. Und darum zum Beispiel wird gesprochen von dem neuen Jerusalem, wenn das ist, da ist die vollkommene Würfelgestalt. Der Würfel ist ein gewisser Idealbild für das kristalline Element. Nur wird es halt dann nicht mehr äußerlich physisch sein. Das ist nur eine Zwischenstufe, wo wir arbeiten, hineinarbeiten werden bis ins Feinste des Kristallinen. Was wir mit der Computertechnik machen heute, ist teilweise ein Anfang, aber natürlich mit einem starken soratischen Einschlag drinnen, der dabei ist. Aber es ist ein Anfang, weil wir arbeiten nicht zufällig im, im Silizium-Element drinnen, also in den Quarzchips eigentlich das sind, also ist das Silizium drinnen. Das ist der Hauptbestandteil der mineralischen Welt eigentlich. Quarz, Siliziumdioxid, was Quarz ist der Hauptbestandteil der mineralischen Welt. Und wir schaffen es jetzt um da ja, Geistiges zu fangen drinnen. Aber so wie wir es jetzt machen, eben in abgetöteter Form. Also die Intelligenz, die wir jetzt sozusagen einprägen, diesen Chips oder was wir dann auch speichern können drinnen. Das Interessante ist ja, dass da drinnen die Intelligenz, wenn man so will, die Information, äh, dass die also gespeichert wird in diesen Chips drinnen. Das heißt, es wird in die feinen Strukturen dieser Siliziumchips hineingeschrieben, festgehalten dort drinnen, als elektrische Kraft drinnen festgehalten irgendwo und die kann aber wieder herausgeholt werden und so weiter. Das heißt, es ist darin so eine Art, ja, ein mumifiziertes Geistiges, das dort drinnen ist. Und das ist der soratische Weg. Der wahre Weg ist, dass das ein, wie soll ich sagen, ganz lichtoffener, klarer Kristall wird,
in dem aber trotzdem Geistiges wirkt. Lebendig wirkt drinnen in gewisser Weise, selbst in einem Kristall. Weil ein Kristall, haben wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesprochen darüber, nicht so starr ist, wie man glaubt, wenn er ein richtiger guter Kristall ist. Das ist er dann, ja, wenn er so erratisch wird, dann könnte er die Perfektion erreichen, ein vollkommener Kristall zu sein, der aber beim leisesten Hauch zersplittern würde. Weil jeder wirkliche Kristall, jeder lebendige Kristall wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber der Lebenstätigkeit offen ist. Ist es deswegen, weil er innerlich beweglich ist, und das ist er nur durch die Fehler, die er in seinem Bau drinnen hat. Dadurch hat er eine gewisse innere Beweglichkeit. Und in diesem, gerade in dem kann das Geistige drinnen wohnen, ganz lebendig drinnen wohnen. Bei den Computerchips ist gerade ein Problem. Wenn dort Fehler drinnen sind, dann habe ich halt einen Fehler im Computer. Wenn ein Chip schadhaft ist irgendwo, dann ist das nicht gerade das Gute. Aber bei dem, was wir einmal hervorbringen werden und wo wirklich die ganze Erde, wo dieses Kristall erreicht, dieses Mineralwerk seine höchste Reife erhalten wird, dann wird es in gewisser Weise so etwas werden wie eine Art lebendiger Kristall. Und in diesem lebendigen Kristall, ja, werden Leben, das Geistige, die Gedanken der Menschheit, die diese Kristallerde geschaffen haben. Wo auch elektrische Kräfte drinnen wirksam sein werden, auch. Wo aber vor allem Lichtkräfte tätig sein werden, weil dieser Kristall ganz lichtoffen sein wird. Und der wird die elektrischen Kräfte zum Schluss verscheuchen. Weil mit den elektrischen Kräften fängt schon an die Wirkung der Widersacher. Auch so ganz interessant, also der Steiner sagt, die Elektrizität zählt nicht zufällig zu den untersinnlichen Kräften. Warum untersinnlich? Ja, hat schon wer mal Elektrizität gesehen? Ja, wir sehen jetzt, dass das Licht da brennt, ja, dann sehe ich die Wirkungen des Lichtes, aber da sehe ich nicht die Elektrizität selber. Man kann sagen, ja, beim Blitzstrahl sehe ich doch die Elektrizität irgendwo, da ist ja auch was Elektrisches. Ja, sehe ich aber auch wieder nur den Lichtstrahl, den Lichteffekt, der da kommt. Die Elektrizität kann ich vielleicht einmal spüren, ja, wenn ein Stromkreis kommt, dann reißt es mir irgendwo, dann merke ich, dass Elektrizität nämlich interessanterweise irgendwie was zu tun haben dürfte mit den Willenskräften, mit den Muskelkräften, weil wenn ich so einen Schlag kriege, dann reißt es mir wirklich, dann ziehen sie die Muskeln wirklich zusammen und genau dort wirkt es. Es sind also diese elektrischen Kräfte eigentlich welche, die mit dem unbewussten Teil unseres Willens etwas zu tun haben, wo aber halt eben auch die Widersacher drinnen wirken können, sehr stark. Und der Weg der Menschheit wird der sein, hoffentlich in genügendem Maße, dass eben diese Kristallerde, wenn ihr so wollt, dass die befreit wird irgendwann auch von diesen elektrischen Kräften. Aber da, da werden viele Kämpfe, geistige Kämpfe, nicht äußere Kämpfe, geistige Kämpfe mit der anderen Seite, mit den soratischen Kräften, notwendig sein, um das hinzukriegen. Weil die werden sehr stark und Rudolf Steiner sagt ja irgendwo auch einmal, ich hatte das auch bereits erwähnt, einmal vor längerer Zeit schon, die Erde wird sich einmal in einen großen elektrischen Apparat verwandeln. Ja, aber das wird nicht die Endstufe sein. Aber durch die Phase werden wir durchgehen. Und es wird durchaus also eine Phase kommen, wo eben die soratischen Kräfte
scheinbar zumindest ganz stark die Oberhand haben. Das wird zu einem Zeitpunkt sein, noch einmal dazu gesagt, wo wir nicht mehr in dieser Körperlichkeit auf Erden erscheinen. Das wird zu einem Zeitpunkt sein, wo wir bereits also im Umkreis der Erde, also ihr wisst mittlerweile, wie wir es heute gesagt haben, also in dieser Atmosphäre der Erde im weitesten Sinne leben. Und wir werden, das, der Punkt, also wo wir nicht mehr uns verkörpern auf Erden, dann leben wir zunächst einmal, und das wird wieder eine lange Phase sein, eben in dieser erweiterten Erdensphäre, Erdenmondensphäre, äh, die im Grunde etwas über die Mondbahn sogar hinausgeht. Sogar ganz schöne Stücke darüber hinausgeht. Und, und dann werden wir uns dort nicht verkörpern, aber dort verkörpern kann man dann immer wirklich sagen, aber leben in diesem Umkreis. Und, und gerade in der Zeit, in der wir dort leben, was wir im Übrigen ja, wir gehen immer durch nach dem Tod durch die Sphäre, und das ist gerade auch die Zeit dann, wo wir ganz stark in die Natur hineinarbeiten. Und da sind noch wesentlich größere Wirkungen dadurch als das, was wir jetzt äußerlich machen. Das ist eine Vorbereitung. Aber um die Erde weiterzubringen, gehört eben beides dazu. Arbeiten hier äußerlich, wenn wir auf Erden verkörpert sind, also sprich wirklich Werkzeug in die Hand nehmen und tun, und immer raffiniertere Werkzeuge, ja, bis hin zu den elektronischen Werkzeugen, wie auch immer. Und das wird letztlich dazu führen, dass die Erde eine Phase durchmachen wird, wo sie ja wirklich so ein Art großer elektrischer Apparat werden wird, in dem schon anderes eingeschlossen ist. Also ja nicht, dass das ganz abstirbt zu dem, aber wo das eine Rolle spielen wird. Aber das ist eine Vorstufe dazu, um sie dann zu reinigen von diesen psoratischen Kräften, so gut es geht, und zu verwandeln die Erde in eine Art lebendigen Kristall. Lebendig im Sinne offen für das Geistige, in sich geistig beweglich sozusagen. Und das ist das, was dann ins neue Jerusalem hinübergeht. Alles, was sich dem widersetzt, was sozusagen jetzt dieser elektrische Apparat äh, bleiben will, sich widersetzt dem, das geht dann ins sораtische Reich hinein. Das bildet den Ansatz dazu, also dann wirklich irgendwann einmal auszuscheren in eine ganz andere Entwicklung. Aber wie gesagt, erst auf der neuen Venus, also am 6. Entwicklungszustand, fehlt die endgültige Entscheidung. Zeitweise wird sich dieses soratische Reich bereits separieren irgendwo, und es werden Menschen mitgehen, aber das ist noch nicht endgültig. Man kann was wieder zurückholen. Und was man zurückholen kann, die Menschen, die man zurückholen kann, und die, die geistigen Kräfte, Entschuldigung, die man zurückholen kann, äh, die sind dann sicher ganz besonders wertvoll. Die abgerungen sind diesem Reich, die also ganz stark also dort schon in Verbindung, in Kontakt gekommen sind, aber dann doch mit Hilfe von Menschen, aber letztlich aus Freiheit heraus der Entschluss gefallen ist, nein, doch nicht dort hinein, doch nicht aus Freiheit verzichten auf die Freiheit, sondern, sondern zur Freiheit zu stehen. Das werden also ganz besonders wertvolle Kräfte auch sein. Und daher ist also selbst das so also eine zweischneidige Sache zu sehen. Äh, Einerseits müssen wir uns mit aller Kraft auflehnen dagegen, dass jetzt diese schwarzmagischen Kräfte tätig werden, aber andererseits werden wir ihnen gerade die höchsten, wertvollsten Kräfte abtrotzen können. Nämlich also die Kräfte, die menschlich-geistigen Kräfte, die entstanden sind, weil sie am allerstärksten in diese Begegnung mit diesen Kräften eingetreten sind. Das ist, also damit sage ich nicht, aha, ja bitte, ja, macht eure schwarze Magie und Dinge.
wir müssen alles aufbieten, um dagegen anzutreten. Aber es wird trotzdem geschehen und wir werden gerade in der Auseinandersetzung damit am allermeisten an positiven Kräften auch entwickeln können. Also auf das werden wir uns einstellen müssen. Und es werden die stärksten Gefahren auch vor allem dann auch dann sein, wenn wir bereits nicht mehr verkörpert sind auf Erden. Die, gerade diese schwarzmagischen Kräfte greifen hinauf nach dieser Welt, wo wir jetzt sind im Leben zwischen Tod und neuer Geburt und wo wir dann später, wenn wir nicht mehr verkörpert sind, sowieso drinnen sind. Ich meine, es wird dann auch eine gewisse Auf- und Abbewegung, wenn ich das so nennen will, des Menschen geben. Er wird aus dieser erweiterten Erdensphäre durchaus auch wieder aufsteigen zur Weltenmitternachtsstunde und wieder herunterkommen, aber jetzt nicht bis auf die feste Erde halt, sondern in diese erweiterte Sphäre. Und, und da hineinarbeiten in die Natur, aber da werden wir halt von der anderen Seite auch arbeiten ganz stark die somatischen Kräfte. Und da wird es eine starke Auseinandersetzung sein und diese Kräfte von unten werden versuchen, die von oben herunterzuziehen. Und, und das ist genau der Punkt. Es wird heute, glaube ich, die Zeit nicht mehr ausreichen, um das im Detail zu schildern, aber so als Vorgriff, als Vorbereitung einmal auf die Einstimmung, äh, das ist eine der ganz starken Mittel, äh, von Leuten, die ins Schwarzmagische eingeweiht sind, bis zu einem gewissen Grad. Die gibt es bereits, es sind wenige, die es wirklich zu höheren Weihen, sage ich mal, gebracht haben dabei, aber es gibt welche. Und das ganz große Bestreben ist, Menschen in ihren Bann zu ziehen im Leben nach dem Tod, wenn sie da gerade durch diese kritische Sphäre durchgehen, also die Kamaloka-Sphäre, wenn man so will, oder sprich diese erweiterte Erden-Monden-Sphäre, wenn sie da durchgehen und möglichst eben Menschen schon auf Erden, während sie noch leben auf Erden, vorzubereiten dazu, dass sie dann also sehr anfällig sind dafür, heruntergezogen zu werden. Oder heruntergezogen heißt also gehalten zu werden in der Sphäre. Jetzt schon, also in ihrem Weg nach dem Tod. Und weil im Grunde soll das vorbereiten, dass dann ein Menschengeschlecht steht, das diese, diese Sphäre bewohnt, die aber im Ganzen ergeben ist diesen somatischen Kräften. Und Konkurrenz macht sozusagen, wie der Part ist, den Menschen, die eben den regulären Weg dann gehen nach dem Tod, hinaufsteigen, aufsteigen, herunterkommen, jetzt in diese Erden-Monden-Sphäre, nachdem es keine irdischen Verkörperungen mehr gibt, aber die diesen großen Weg gehen. Und was die schwarzmagischen Kräfte wollen, ist, sie wollen jetzt Menschen, die nach dem Tod hinausgehen, gleich dort festhalten. Dass sie nach Möglichkeit gar nicht mehr aufsteigen höher, sondern dort bleiben und dienen jetzt da den unteren Kräften. Bis auf ganz wenige, bei denen man es zulässt, damit sie ja höhere Kräfte herunterholen können. Noch und dann. Aber letztlich irgendwann sollen sie alle da in der erdnahen Sphäre gehalten werden. Und das wird vorbereitet dadurch, dass jetzt möglichst viele Menschen, die sterben nach dem Tod, wenn sie hinübergehen, dass sie so lang als möglich und so fest wie möglich in dieser Sphäre gehalten werden. Das gelingt noch nicht vollkommen, aber es gelingt doch, also zumindest die Menschen wesentlich länger in dieser Sphäre zu halten, als es eigentlich sein sollte. Und äh, also länger zu halten heißt nämlich auch, also dass ihr dürft euch jetzt vorstellen, aha, jetzt werden die 1000 Jahre dort gehalten, um das geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass sie möglichst lang, aber das können jetzt 20, 50 Jahre sein, da gehalten werden, vielleicht auch nur 30 Jahre und dann
schaffen sie es zwar nicht mehr, sie mit ihren Kräften zu halten, dann steigen sie schon noch höher auf, kommen aber sehr, sehr schnell wieder zurück und werden dann auch relativ schnell wiedergeboren auf Erden. Aber jetzt versehen mit all den Einflüsterungen, die sie halt durch letztlich die soratischen Mächte über den Umweg der anderen Widersacher bekommen haben. Und, und das heißt, dieses lange Gehalten in der Sphäre heißt eigentlich in Wahrheit möglichst schnell durch, aber nämlich vor allem schnell durch die höheren Sphären und schnell wieder aus dieser Mondensphäre wieder herunter auf die Erde mit den materialistischen Impulsen. Ich sage jetzt bewusst materialistischen Impulse im Sinne von den Impulsen, die in die Verhärtung gehen, die in die Schwere hineingehen, die in die, aus unserer Sicht gesehen, in die Lichtlosigkeit hineingehen, die aber in eine ungeheure Machtfülle hineingehen, letztlich. Das, aus unserer Sicht, aus der regulären Sicht gesehen, könnte man sagen, es ist eine blinde Macht. Aber sie ist deswegen nicht chaotisch, sondern sie ist eben geführt, blind geführt, in blindem Gehorsam, geführt von der zentralen Quelle halt dieser soratischen Welt. Und weil was es dort nicht gibt, ist sowas wie eigene Einsicht, eigener kreativer Impuls dazu, das gibt's alles nicht. Das heißt, im Grunde, Erkenntnis besteht darin, wenn man das mit dem unsrigen irgendwie vergleichen will, ich meine, es ist absurd eigentlich, es zu vergleichen. Erkenntnis besteht aber darin, dann also entgegenzunehmen, was aus der Quelle kommt. Und das in Tat umzusetzen. Eins zu eins. In Tat umzusetzen. Das ist das Ideal, das dort läuft. Und so gesehen würde ich das als blind bezeichnen. Es ist blinder Gehorsam auf jeden Fall. Und, und daher äh, überall, wo Erscheinungen jetzt in der Welt bei uns auftreten, wo blinder Gehorsam dahinter steckt, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass das eben im Dienste der Sorvat-Mächte letztlich steht. Und es wird oft vorgeworfen, ja, die anderen sind die den blinden Gehorsam einfordern und das wird dann oft mit demselben blinden Gehorsam eingefordert. Also man muss sehr vorsichtig sein zu schauen, wo ist es. Oft sind die größten Gegner äußerlich, die einander genau desselben beschuldigen, die machen aber auch genau dasselbe in Wahrheit und helfen beide mit dazu, dass wir in die falsche Richtung gezogen werden, um die Gegenkraft zu entwickeln. Und ja, wir werden das nächste Mal also noch näher ausführen, wie das ganz genau passiert, wie raffiniert das passiert, wie es verschiedene Stufen gibt auf dem Weg. Weil wenn der Mensch aufsteigt nach dem Tod, kommt er zunächst in die Astralsphäre. Wenn er in der Astralsphäre ist, zum Beispiel, arbeitet er sehr stark am Tierreich, also mit den astralischen Kräften und übernimmt dort Wirkungen, die sonst die Gruppenseele, das Gruppen-Ich der Tiere hat, wo teilweise der Mensch eben dann wird. Und so geht es dann weiter ins Pflanzenreich, dazu muss aber bereits in die untere sogenannte untere geistige Welt, ins untere Devachan aufsteigen und so weiter. Und dann kann er sogar bis in die mineralische Welt hinunterarbeiten. Die Frage ist, in welchem Sinne? Mineralische Welt heißt im positiven Sinn arbeiten, also im Sinne der lichtvollen Kräfte, oder abrutschen in die Wirkung der Sorat-Mächte, in Wirkung der Erstarrung, der Verdunkelung. Weil es ist ganz interessant, diese Sorat-Mächte und unterstützt eben durch die arimanisch-assurischen Kräfte, das am Anfang des Vortrags gesagt, die haben eigentlich nicht mit dem kristallinen mineralischen Element zu tun,
sondern mit dem Erstarrten. Also sowas wie mit einer unendlich zäh gewordenen Flüssigkeit. Das ist eigentlich das arimanische Element. Das Erstarrte. Äh, so das erstarrte Magma irgendwo. Das ist. Und das ist auch nicht, nämlich interessanterweise im Grunde auch nicht kristallin. Also wenn sie, es bilden sie dann schon Kristalle drinnen auch, aber das sind eben gerade eigentlich nicht diese Kräfte, die das ausmachen. Eigentlich ist Magma eine erstarrte, glasartige Masse im weitesten Sinne. Und Glas ist eben auch kein Kristall. Er ist zwar, das Glas ist ins Licht offen noch, das zeigt, dass eine gewisse Ordnung drinnen ist. Weil wenn die Ordnung ganz zerstört wird, dann wird es wirklich so eine Schlacke. Dann wird sie plötzlich nicht mehr lichtoffen. Aber in Wahrheit ist es also Erstarrung, die hineinkommt. Ja, Erstarrung im Sinne von alle Eigenständigkeit, allen Eigenwillen aufgeben, sondern offen sein für den zentralen Willen von oben und das aber weitergeben als Kraft. Also, wie sagt man halt noch? Nein, es ist kein Bild für die Beamtenschaft, bitte ja nicht glauben. Also nach oben Honig ums Maul schmieren und nach unten buckeln. Also das Radfahrerprinzip, nach oben buckeln und nach unten treten, sozusagen. Also das, nein, hat nichts mit der Beamtenschaft zu tun, bitte. Nehmt das nicht, aber es gilt für die Beamtenschaft der soratischen Welt. Weil genau das würde sich verwirklichen, wenn wir uns halt dem Reich ein, einverleiben, dann sind wir im wahrsten Sinne halt weniger höhere Beamte, Verwalter der zentralen Machtquelle auf verschiedensten Ebenen, halt je nachdem, wie wir uns als würdig erwiesen haben, nämlich würdig erwiesen haben durch das geistige Geschenk, das wir mitbringen in die Welt. Also was wir rauben aus dieser lichtvollen geistigen Welt und es in diese dunkle Welt hineinbringen in Form von Kraft, von Machtimpulsen, die wir diesen soratischen Wesenheiten verleihen dann. Weil es ist ja dann immer unsere Macht. Wir geben sie weiter, aber als Belohnung dürfen wir Ausführungsorgane sein, auf verschiedenen Ebenen. Also das heißt, wir haben dann Befehlsgewalt über größere oder kleinere Massen, wie auch immer, aber letztlich haben wir nach oben den Kadavergehorsam. Und, und überall, wo dieser Kadavergehorsam ist, muss man halt vorsichtig sein. Das sind Strukturen, die äh, in alter Zeit berechtigt waren, weil da stand wirklich noch die Lichterquelle an der Spitze oder zumindest auch und die dunkle erst sehr wenig. Aber mittlerweile ist es so, dass die Lichterquelle immer mehr sich ihrer Macht entäußert hat zugunsten unserer Freiheit. Der Christus sich völlig in die Ohnmacht begeben hat, in die Hand der Menschen und im gleichen Maße aber immer mehr versuchen natürlich die soratischen Wesenheiten dieses Machtvakuum auszufüllen irgendwo. Und unter der Gefahr bestehen wir. Und daher wird die Macht dieser soratischen Kräfte und des schwarzmagischen Prinzips wird größer werden in der Zukunft. Ist in der Vergangenheit schon genug passiert dadurch, aber es wird in der Zukunft noch größer werden, die Gefahr. Aber wir haben jetzt nicht ich, sondern der Christus in mir, wobei gemeint ist nicht das Ego in mir, sondern in meinem wirklichen Ich. Das ist eigentlich eins mit dem Christus und der Wille des Christus und meiner sind eins, weil der Christus meinen Willen ausführt eigentlich. Nicht seinen, nicht er sagt, ja, ihr sollt das tun, sondern wenn wir wirklich aus dem Geistigen schöpfen, wenn wir etwas Neues einbringen in die geistige Welt, aus unserer schöpferischen, moralischen Intuition, dann trägt der Christus das als seinen Willen weiter. Also es dreht sich geradezu um alles. Und
der Punkt ist nur, wie verwirklichen wir das jetzt in der Zeit, in der wir drinnen stehen? Praktisch. Weil das geht alles halt nicht mit einem Schlag, aber wie verwandeln wir das alte zentralistische Machtprinzip um in das Neue, das völlig dezentral ist, was von jedem einzelnen Ich ausgeht, ohne dass es im Übergangsfeld jetzt lauter Scherben gibt. Weil natürlich, wenn das alte Machtprinzip von einem Tag auf den anderen aufhört, haben wir das Chaos. Das ist ganz klar. Und die Frage ist jetzt, wie viel Chaos können wir zulassen, um den Übergang zum Neuen zu schaffen, weil ein gewisses Chaos muss sein. Es kann nicht die Strafeführung bleiben von oben. Die würde in gewisser Weise, aber das wird eben eh nicht funktionieren, weil dazu ist der Freiheitstrieb der Menschen doch zu groß. Aber wenn die Menschen die Freiheit nicht hätten oder nicht wollten, dann würde es eigentlich optimal funktionieren, wie ein Rädchenwerk. Also es funktioniert ja gerade dadurch nicht, dass eben die freien Menschen da hineinspucken, peinlicherweise immer wieder. Und dadurch aus den beiden einerseits starres Prinzip von oben, Kommando von oben und andererseits Wille, nein, ich lasse mich nicht beugen, ich habe einen eigenen Impuls hineinzugeben. Aus dem entsteht Chaos, das aber letztlich schöpferisch auch ist. Aus dem Zusammenspiel beider Kräfte. Also äh, darin sieht man, es ist, werden immer größere Gefahren kommen, einerseits durch diese soratischen Mächte, aber es kommen auch immer mehr Chancen, im positiven Sinn schöpferisch tätig zu sein. Und, und es wird nur darum gehen, also diese Möglichkeit wirklich zu ergreifen, sie zu verwirklichen. Das, das ist die Kraft, die im Ich drinnen ist, zu verwirklichen. Das heißt, die Wirklichkeit durch das Ich bestimmen. Und Wirklichkeit ist eben was anderes als Realität im Sinne des Gewordenen. Wir reden immer halt so, wir sagen, wir, also die Menschen, die so in der Wirklichkeit drinnen stehen, wir meinen praktisch immer das Gewordene, das Fertige. Die Wirklichkeit ist das, was noch nicht da ist, sondern was die Zukunft, den Impuls gibt, die Zukunft zu gestalten, was verwirklicht werden muss. In dem Moment, was verwirklicht ist, ist schon gestorben eigentlich in Wahrheit. Und ich muss schon anfangen, wieder den nächsten Impuls hineinzugeben. Also da, aber darum verstehen so wenig Menschen die Wirklichkeit des Geistigen. Und da, na, wirklich ist das, was ich angreifen kann. Nein, das ist das Abgestorbene. Eine, das war einmal Wirklichkeit und ich kann es jetzt anfassen, weil es gestorben ist, im Grunde. Und, und wenn ich eine Pflanze habe, ein Tier habe, einen Menschen habe, dann ist auch schon sehr viel abgestorben, sonst sind wir in körperlich, physischer, stofflicher Gestalt da, aber ein bisschen was lebt noch drinnen und ich hoffe, dass ein bisschen was vom Geistigen vorhin jetzt bewusst im Menschen lebt, was beim Tier eben unbewusst ist, bei der Pflanze noch unbewusster und im Mineral ganz tief schläft und wartet darauf, dass der Mensch eigentlich dieses Mineralreich ja, erlöst. Erlöst, weil dieses Mineralreich ist immer in der Gefahr, von diesen soratisch-asurisch-arimanischen Wesenheiten ergriffen zu werden und zur erstarrten Masse zu gerinnen. Und nicht diese ganz glasklare, geistdurchflutete, kristalline Gestalt zu bekommen. Das ist immer das Spiel da drinnen. Also eigentlich kämpfen diese Mächte gegen die Kristallwelt und möchten eine Art Ersatzwelt machen. Ja, eine dunkle, erstarrte Lavawelt, wenn ich so will. Ist jetzt als äußeres Bild, als Vergleichsweise genommen, aber geistig gesehen wäre es das eine Lava, glasartig erstarrte, aber ganz dunkle, finstere Masse, die es ist, die, die in ihrer Bewegung komplett erstarrt ist irgendwo. Ohne ihre eigene Form gefunden zu haben, die der Kristall hat eben. Und jeder
Kristall, jeder, egal ob es ein Diamant ist, ob es ein Bergkristall ist oder was, jede einzelne Ausgabe, jedes einzelne Exemplar ist individuell. Ganz individuell, obwohl alle die gleiche Grundform haben. Und trotzdem ist jeder einzigartig. Die, die Glasmasse, die ist indifferent. Da drückt sich keine Individualität aus, kein individueller Impuls drinnen. Also schauen wir, dass wir nicht zu der Glasmasse erstarren, sondern dass wir die Kristallwelt des neuen Jerusalems gestalten. Durch unser Ich. Ja, damit möchte ich es für heute gut sein lassen. Wir werden das nächste Mal direkt an das anschließen. Wir werden schauen, ja, wie auch diese dunklen Mächte arbeiten, wie auch wirklich, ja, Bruderschaften arbeiten, die sich gewisser schwarzmagischer Kräfte zu bedienen versuchen, äh, wie das ein bisschen zugeht. Also bitte werde ich jetzt kein Rezept dafür geben. Ich hüte mich davor, jetzt öffentlich ein Rezept dafür zu geben, wie man das im Detail macht. Abgesehen davon, selbst wenn man so ein Rezept gibt, ist es nicht so einfach zu verstehen. Dass da braucht man schon einen langen Weg, um, um das dann in der Praxis umsetzen zu können. Aber so gewisse Umrisse davon werden wir uns anschauen, wo es hingeht, und wir werden dann erkennen, wo bewusst, teilweise auch unbewusst an diesen Dingen gearbeitet oder mitgearbeitet wird. Und wenn ihr das vom heutigen mitnehmt, seht ihr aber auch, dass das gar nicht zu verhindern oder zu vermeiden ist. Also es wird nicht darum gehen, das alles auszuradieren, das wird uns nicht gelingen, sondern es wird darum gehen, es ins richtige Gleichgewicht zu führen und für die Zukunft einmal halt zu schauen, trotzdem, dass die lichte Seite die Übermacht gewinnt. Aber das ist nicht jetzt der Kampf, der von heute von morgen entschieden wird, sondern da geht es um Kräfteverschiebungen, die passieren. Und mein Kater sagt mir jetzt gerade, es ist aus. Gib ja Ruhe jetzt. Mach's nächste Mal weiter. Er marschiert jetzt gerade bei mir da unten vorbei, er setzt ihn nicht. Aber also ich höre auf. Ich danke euch, dass ihr so tapfer dabei seid. Ich auch danke und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Danke auch bitte bei allen, die im Livestream dabei sind. Ich verabschiede mich auch hier. Gute Nacht. So, ich bin draußen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.